So. Sind wir live? Sind wir live? Ich glaube, wir sind live. Mal schauen. Gucken wir mal. Wir sind live und ich sehe noch keinen Zuschauer. Erstmal gucken, wie das hier geht. Wir waren lange nicht mehr live. Lange ist es her. Ach, jetzt hat es auf live, World of Nerd. live geschaltet. Sebastian, World of grüß Nerd. dich. Hallo. Es hat ein bisschen gestockt. Hallo, Vielleicht hallo. liegt auch irgendwie am Unwetter oder sowas. Weil bei mir ist ja doch am Donnern, am Blitzen und Donner und Blitz, das waren 2 Rentiere, gell? Stimmt. Ja, Diana ist da, der Marc ist da. Moin, hallo. Moin, moin. Lang ist es her. Trotzdem erkennen wir uns noch alle wieder wahrscheinlich, hoffentlich doch. Ja, zurück aus dem Sommerloch, aus der Sommerpause, würde ich fast sagen, ja, die ein bisschen ausgedehnter war. Christian, genau. Christians World, der Kölchjung, Christopher Büchner, Military Tension, Tag. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ach, guck mal, Tanja ist auch da. Tanja ist auch da. Hallo. Guten Abend. Peter Gutwein, Unwetter, 36 Grad. Ja, genau. Wir haben auch 36 Grad draußen. Ich habe hier knapp 27 im Zimmer. Draußen donnert's und blitzt es, ja. Und ich glaube, wenn das vorbei ist, dann ist es irgendwie 45 Grad von der Luftfeuchtigkeit her ganz zu schweigen. Bei mir sieht es noch gut aus. Blauer Himmel. Im hohen Norden, da weht Suse immer eine steife Brise, gell? Da ist Suse immer kühl. Ja. Mir warm ist auch, aber es geht noch. Guck mal, du hast einen neuen Spitznamen, du bist jetzt der Raunzi. Raunzi? Gefällt mir. Raunzi, das gefällt mir ja so gar nicht. Und du bist der Steven. Du bist der Steven oder der Steffen. Besser als Raunzi. Ja. Das können wir im Nachhinein diskutieren. Butterfly Museum sagt auch, warst ja ewig weg. Jana fragt, wo seid ihr gewesen? Ja, wo sind wir gewesen? Also erstmal hat die Arbeit ein bisschen Stress verursacht, sage ich mal. Zum Zweiten hat der Sommer angefangen, sehr viele Unternehmungen und so weiter. Prost, eine gute, eklige, grüne Flüssigkeit. Der Hordeschein. Genau, richtig. Und, ich sehe gerade, mein Mikro ist ja gar nicht hier, wo es sein sollte. So. Ach. Hast du mich überhaupt gehört? Also ich habe dich gehört, ja. Ich hoffe, der Rest hatte ich auch gehört. Wir sind ja schon 23 ihr könnt ja mal Toncheck. Könnt ihr mal sagen, wie hört ihr uns? Sind wir gleich laut? Oder ist der Frank mal wieder dominant unterwegs? Oder bin ich zu laut vielleicht? Liegt in meiner Natur eigentlich. Ja, aber ich kann auch sehr leise sprechen. Aber es ist ja schon ganz angenehm, wenn wir so ein bisschen ausgepegelt sind. Genau. Ton ist top, sagt Peter. Ton ist top, sehr gut. Komisch, wie du Tanja beschreibst. Genau, das hatte ich da auch direkt im Ohr. Was habe ich denn gesagt? Ich habe es nicht mitbekommen. Hast du wieder irgendwas Fieses gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich sage eigentlich nie was Fieses. Ja. Stefan ist lauter als Frank. Das finde ich gut. So also ich kann jetzt wieder normal sprechen. Vielleicht bin ich dann auch wieder normal laut. Ich habe jetzt extra leise gesprochen. Popculture, genau. Moin. Hallo. Ja. So, wir können ja alles im Flüsterton sprechen jetzt hier. Genau. Ausreden, warum es so lange keinen Stream gab. Ach so. Nein. Nicht, dass man sich ja rechtfertigen muss. Nein. Alles gut. Aber nein, das war so halt, ja. Also der Sommer, wir waren tatsächlich weniger auf Flohmärkten, weniger bis gar nicht die letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwann, ja, man hat zwar Lust, aber irgendwie war es dann doch das Ausschlafen irgendwie lieber, als morgens um 6 oder 7 auf den Flohmarkt zu rennen. Aber das kommt auch wieder mit Sicherheit. Ist halt einfach so dieses Sommerwetter irgendwie. Ja. Da macht man gerne andere Sachen, als mit 27, 28 Grad in der Bude vorm Rechner zu hocken. Genau, und ich war bei der Schwarzwaldklinik, ja. Richtig, genau. Dr. Retro-Rauner, genau. Fingernägel klackern können, was klackern? Achso, das können wir auch machen, genau, richtig. Diese komischen Videos. Können wir irgendwelche Nudeln süffeln oder so vor dem Mikrofon. Ja. Ja, ich habe hier ein bisschen was stehen. Ich könnte einiges machen. Mehr als deine grüne Soße da. Ja, ich habe hier noch eine Schale Milchreis, hat meine Frau mir eben reingebracht. Damit kann ich auch ein bisschen ASMRen.
Mhm. 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 Jetzt alle mal leise sein. Sehr gut. Ja. Ne, Urlaub tatsächlich war im Inland. Wir waren kurz bisschen unten im, Schwarzwald, im Breisgau und, Ja, haben da schön. 'n Habe ich Fotos gesehen. bisschen, ja, die Zeit genossen, die Auszeit genossen. Einfach mal 'n bisschen wandern gewesen und Freiburg mal angeschaut und so weiter. Ja, also sehr, sehr schön gewesen. Ja, und voll windig mit Zimt und Zucker. Mit Zimt und Zucker? War das da oben drauf oder war das 'ne Genau. Schokosoße? Mhm. Ne, Zimt das und war Zucker. tatsächlich Zimt und Zucker. Der So wie er sein Klassiker. muss. Genau, richtig. Genau. Ja. So, also wie gesagt, wir waren lange nicht mehr live. Ich glaube auch die Videos Ja, aber von es muss uns ja auch 'n sind vernünftigen Anlass geben, ne? genau, richtig. Auch die Videos von uns sind 'n Momentchen her. Deswegen habe ich ja gesagt, wir waren lang nicht mehr aufm Flohmarkt et cetera. Deswegen, ich wollte nicht einfach 'n Video machen, um 'n Video zu machen, sondern es muss halt schon 'n bisschen Inhalt da sein oder 'n bisschen was zum Zeigen sein. Und genau dasselbe mit den So sehe ich's auch. Livestreams. Ja, wir haben uns lange lange zurückgehalten mit dem Livestream, aber, jetzt dachten wir, ist die richtige Zeit gekommen. Jetzt ist ja was Schönes passiert, was letztes Jahr Ja. angekündigt wurde. Ist Und schon hier genau, hingesteht. richtig, da steht was, denn, die neuen Masters of the Universe Hörspiele sind endlich raus, zumindest Folge 1 ist raus. Im Netz Ja. des Bösen heißt das Ganze und, ich möchte hier erst mal 'n ganz lieben und großen Dank der Retrofabrik widmen, dem Frank und dem Mustafa. Die haben dem, Stefan und Super. mir jeweils 2 Exemplare zugeschickt, ja? Und, dann haben wir gesagt: „Natürlich lassen wir uns da nicht lumpen und machen da auch, Videos zu und besprechen das Ganze.“ Und dann ist uns die Idee gekommen: „Lass uns doch 'n Livestream da drüber machen.“ Ist doch vielleicht Genau. gut, wenn wir auch dann euch grad mit an Bord haben und, direkt 'n bisschen vielleicht mitdiskutieren können. Bevor wir damit anfangen, vielleicht noch mal ganz kurz, habt ihr alle das Hörspiel zu Hause? Habt ihr's gehört? Oder, das wäre jetzt die Frage, wie wir halt jetzt anfangen. Wenn ihr's alle Ja. kennt, dann können wir in die Vollen gehen. Wenn ihr's nicht kennt und, ja, ich glaube, dann seid ihr hier falsch, weil wir werden drüber sprechen. Wir werden drüber sprechen. Aber, wir versuchen, nicht, wie sagt man so schön nicht alles offenzulegen, ja? Wir möchten 'n paar Punkte ansprechen, sagen, wie's uns natürlich gefallen hat. Und, ja. Guck mal, hast du gelesen, offenbar war, Heike Dine auf dem roten Sofa. Das ist ja krass. Ich gucke das manchmal. Das kennst du das in den dritten Programm? Wo die immer so 'n Talkpartner haben auf Ja, dem da roten kommt Sofa? da es ist ich habe da was ja, irgendwas klingelt bei mir, aber, ich habe da auch irgendwie Werbung gesehen in irgendwelchen Facebook-Gruppen, dass man da, äh, einschalten soll, weil sie halt irgendwo in 'nem Interview ist oder 'ner Ach. Reportage. Da war das das wahrscheinlich. Ah, So was wahrscheinlich, habe ich trinken. gar Ich nicht habe schon mitbekommen. keine Stimme mehr hier. Es ist halt wie Sahara bei mir. Ja, guck mal, World Ah. of Nerds schreibt auch grade: „Wir sind bereit für Spoiler.“ Ja, wir haben uns überlegt, wir werden erst so 'n bisschen allgemein über einige Aspekte des Hörspiels sprechen, ohne auf die Story im Detail einzugehen. Aber dann im zweiten Teil wollen wir doch auch Mhm. wirklich die Geschichte besprechen, und ja, da einzelne Aspekte aufgreifen, was uns da aufgefallen ist und was wir da erwähnenswert finden. Genau, richtig. Ja, ganz kurz, ich hatte eben schon mal die Retrofabrik erwähnt und wenn ihr das Hörspiel noch nicht haben solltet da könnt ihr's bestellen. Ihr könnt bei der Ja. Retrofabrik die Standard-CD bestellen. Ihr könnt bei der Retrofabrik auch das Mediabook bestellen. Die 1. Wave, wie auch immer man's nennt, war ausverkauft. Die 2. Welle ist da auf Lager. Und ich glaube, wenn ich das Mhm. richtig gehört habe hier ist noch mal der Link zur Retrofabrik. Wenn ich das richtig gehört habe, sind die Mediabooks auch nicht wirklich limitiert. Also nicht, dass es heißt, die gibt's jetzt nicht mehr, wenn ich das richtig gehört habe, sondern wenn die halt ausverkauft sind, dann werden wieder neue gedruckt. So habe ich's verstanden. Ja, Ja, der Military Tension hat ja auch geschrieben, dass er noch auf seine Mediabooks wartet, weil wohl die 1. Wave schon oder die 1. Welle, schon dann ausverkauft war, ne? Die hatten wohl einige vorproduziert Mhm. und die sind offenbar gut weggegangen.
Das ist ja auch positiv, denn Das es ist ist ja sehr schon 'n positiv. Risiko, so was zu machen. 'N Hörspiel im Mediabook ist ja ungewöhnlich. Das ist Man richtig, kennt's das ist von richtig. Filmen, aber Hörspiele eher nicht. Hörspiele, aber andererseits, es hat halt das Masters of the Universe Logo drauf und, dann ist es schon wieder dann zieht's Das wahrscheinlich doch stimmt. schon 'ne größere Zielgruppe an. Und wenn ihr ansonsten auch online guckt, ich weiß nicht, wo es das sonst noch gibt, ich habe einfach mal 'n bisschen online geguckt. Bei Amazon könnt ihr es vorbestellen zum gleichen Preis, 12,99. Ich glaube, da steht irgendwas mit Vorbestellergarantie. Das wird irgendwie 29.8. oder so was soll's ausgeliefert werden, meine ich, habe ich gelesen. Also, auch da könnt Mhm. ihr zuschlagen. Aber bei der Retrofabrik bekommt ihr's direkt, weil da ist es auf Lager noch. Wollen wir anfangen? Ja, Retro Gaming Stream. lass Ja, der uns kommt auch noch. reinstarten. Military Tension, der kommt auch noch. Wenn's wieder kühler wird, dann kommen auch wieder mehr. Bin ich auch wieder präsenter, glaube ich, hier. Ähm, wollen wir anfangen vielleicht mit was fangen wir an? Ich bin 'n bisschen raus aus dem ganzen Livestream, wie du merkst. Ich muss erst mal wieder 'n bisschen Genau, reinkommen. wir können ja erst mal, aufs Cover eingehen, ne? Das ist ja das Erste, was einem begegnet. Okay, Wir haben ja genau. einmal die Covergestaltung des Mediabooks, der 'n bisschen abweicht von der CD. Das Das war mir habe ich aufgefallen, da nicht wollte ich gesehen. Bis der 2 Stefan Sätze mich zu drauf aufmerksam sagen. gemacht hat. Ja, und dann blende ich das einfach grade mal ein. Ja, ich habe Ja, natürlich das 'n wäre bisschen schön. was vorbereitet und wie gesagt, Stefan Ihr hat's schon Butterfly gesagt. Museum sagt auch erst mal Cover, genau. Erst mal Cover, genau, okay. Also, das Cover der erste neuen Masters of the Universe offiziellen Hörspiels, was auch von Mattel genehmigt wurde. Da ist es. Links auf der Seite seht ihr jetzt, ich glaube, das ist bei euch genauso rum, oder? Nicht, dass es spiegelverkehrt ist bei euch. Also, links auf der Seite ist das Mediabook und rechts das viereckige, das quadratische ist, die normale CD-Hülle. Und da hat der Stefan mich drauf aufmerksam gemacht, habe ich gar nicht so gesehen, dass das Cover ja doch ganz schön unterschiedlich aussieht. Und, Ja, ja, vielleicht magst das du finde ich anfangen? wirklich, Weil du hast es ja auch ja, entdeckt. gerne. Genau. Das finde ich schon mal ganz spannend. Also, man sieht hier ganz klar, das Cover ist für das CD-Format konzipiert, ne? Da sind alle Figuren drauf. Da wirkt das auch alles recht stimmig von der Raumaufteilung. Und wenn man sich dann das Mediabook anguckt, ja, es hat halt eben 'ne andere Form. Es hat ja mehr so 'n bisschen das Format einer Videokassette oder einer DVD. Und da sind sie jetzt 'n bisschen, ja, man kann sagen, 'n bisschen reingezoomt ins Cover und sie haben auch den Leech 'n bisschen anders angeordnet und der gute Grislor, der ist leider ganz aus'm Bild gefallen. Was ich ganz interessant finde, dass beim Mediabook jetzt der He-Man 'n bisschen präsenter ist, denn bei dem CD-Cover wirkt er doch etwas kleiner und sein Bein wird auch von dem Leech verdeckt, von seiner Klaue, von seinem Saugnapf. Und, das finde ich ganz interessant, dass offenbar ja das so am Computer generiert ist, dass man die ganzen Elemente einzeln verschieben kann. Und beim Hordak sieht man's auch, der ist auf dem Mediabook-Cover noch 'n bisschen präsenter. Ich finde, er ist fast 'n bisschen zu groß geraten auf dem Mediabook-Cover. Also, alles in allem finde ich das CD-Cover etwas stimmiger, aber so 'n Mediabook, das macht, muss man einfach sagen, doch 'n bisschen was her. Und Mhm. man hat ja eben dann auch noch 'ne CD mit, Bonusmaterial, Behind the Scenes und eben auch noch 'ne kleine Bildergeschichte dabei, die, ja, die Geschichte des Hörspiels noch mal in Bilderform wie ähnlich wie die klassischen ersten Minicomics, nämlich oben das Bild und da drunter dann der Text noch mal so 'n bisschen, aufgreift. Genau. Also, es wird Ich habe schon einiges geboten. Ich habe jetzt erst mal Retrofabrik ist auch da. Hallo, guten Abend. Frank, Mustafa. Ihr habt gehört, Stefan hat schon wieder die Kritik am Laufen hier. Nein, Quatsch. Noch mal Ja, Retrofabrik, hallo. genau, jetzt seid ihr noch mal da. Ich hatte es eben schon mal gesagt, aber noch mal vielen Mhm. Dank für das Übersenden der, Ja, Exemplare an uns. auch von meiner Seite, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Und, Stefan, weil du gesagt hast, beim Mediabook fehlt der Grislor. Ich habe jetzt leider Ja. kein Foto gemacht, das ich jetzt einblenden kann, aber ich halte es einfach mal hoch. Wenn man das Mediabook nämlich aufklappt Ja, dann ist er dann wieder ist da, das Grislor stimmt. natürlich drauf. Ja, das ist 'n komplettes Ja. Bild dann mehr oder weniger, was es Mhm. dann ergibt.
Ja, und was Stefan gerade erwähnt hat, können wir gerade nochmal in die Kamera halten, muss ich ja so machen, sind nochmal ein kleines, deswegen ja auch Mediabook. Ja, hier ist die Geschichte nochmal in Mhm. Bildern erzählt. Jetzt einfach mal durch. Ja, sehr schön, genau. Sehr, sehr Mhm. schön. Die Sprecher drin, ja, das ist natürlich auch in der normalen CD der Fall. Und was noch dabei war, ist nochmal beim Mediabook exklusiv nochmal ein Print, ja, schöne dicke Pappe Ja, von dem Cover. Das ist dabei. sehr, sehr Und was schön. mir in letzter Zeit ja besonders gefällt, ähm, sind Sammelkarten. Die sind auch dabei. Und zwar einmal der gute Ja, He-Man He-Man und ist mit Adam. dabei, spiegelt jetzt ein bisschen. Ja, ist die Richtig Sammelkarte Nummer Hochglanz. 1. Genau, richtig hinten Mhm. He-Man beschrieben. Und die zweite Sammelkarte Nummer 2, Prinz Adam. Ja, auch schön im Hochglanz und auf der Rückseite wieder ein bisschen Text zu Prinz Adam. Das bekommt ihr alles mit dem Mediabook. Wie gesagt, noch ein paar habe ich gesehen, sind bei der Retrofabrik auf der Seite direkt zum Bestellen. Ich denke mal, da wird es auch noch Nachschub geben. Frank Mustafa, ihr könnt mich jetzt jederzeit korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sagen sollte. Ja, ansonsten die normale CD ist auf Lager bei euch. Also von daher, Leute, schlagt zu, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, Genau. Was ich blende es gerade nochmal ein, Nachproduktion läuft, genau, sehr schön. Ich blende es gerade nochmal ein, was mir aufgefallen ist, ich krieg's leider nicht so groß, aber ich habe gesehen, dass He-Man keine Pupillen hat. ja, das Also ist He-Man sieht aus, interessant. du hast eben schon mal gesagt, Stefan, er sieht aus, er hat sich erstmal an Faker erinnert, weil er einfach nur zwei weiße Augen hat. Das ist mir so aufgefallen, aber ich habe nicht gesehen, dass Leech verschoben ist und so weiter. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, Ja, das ist interessant. Ich habe mir Gedanken gemacht, also es ist ja offenbar nicht Faker. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und dann ist mir eingefallen, dass Wesen, die sehr, sehr mächtig sind, teilweise auch ohne Pupille dargestellt werden. So irgendwelche Gottheiten, zum Beispiel hier der Raiden von Mortal Kombat oder auch genau. Thor oder Storm von den X-Men. Da sind ja auch dann oft so, oder das sind ja auch so Wesen, die dann teilweise keine Pupillen haben, weil sie einfach sehr, sehr mächtig sind. He-Man habe ich aber nie so gesehen, muss ich sagen. Also He-Man war für mich immer eher so ein, trotz seiner unglaublichen Stärke, so ein bisschen geerdeter Charakter. Aber vielleicht wird er ja hier uns ein bisschen anders erzählt. Vielleicht. Vielleicht. Und apropos erzählen, wir können dann ja mal dazu übergehen. Jetzt habe ich nochmal das Cover der CD und dann, wenn ich jetzt nochmal eins weiterklicke, guck mal da kommt schon wieder, ist perfekt. Ah, Sehr schön. ja, sehr gut. Da haben wir dem Künstler freie Hand gelassen. Er ist im Prinzip noch mitten ein bisschen kurz nach der Verwandlung. Ist natürlich sehr cool, ja. Also wenn man es aus dem Blickwinkel sieht, ist es schon wieder sehr, sehr gut. Also Ja, ich habe auch überlegt, dass das wahrscheinlich die Szene ist, die wir auch im letzten Drittel des Hörspiels zu hören bekommen, wo, ja, wir wollen ja noch nicht zu viel sagen, aber da gibt es eine Szene, die ganz genau so ausgesehen haben könnte. mhm, richtig, richtig. Aber bevor wir dahin kommen, gehe ich jetzt erst noch mal Genau. einen Slide weiter, denn da haben wir die Inhaltsangabe des Im Netz des Bösen. Ja, Ja, und interessanter ich ich Titel. ich ich lese es Willst du mal einfach einmal vorlesen? vor. Ich lese es einfach mal vor wie so Ja, 'n Geschichtenerzähler. Vielleicht bin ich ja mach dann mal. in irgend 'nem Hörspiel dann auch mal vertreten, wer weiß. Ich gebe mir jetzt mal Mühe. Nein, Quatsch. Alles gut. So, es geht los. Eine Horde plündernder Banditen hält die Randbezirke von Eternis in Atem. Die Verteidiger Eternias brechen auf, um der bedrohten Bevölkerung zu helfen. Doch kaum angekommen, können sie nur noch mit ansehen, wie der mysteriöse Hordak die verzweifelten Menschen aufwiegelt. Sie sollen gegen das sagenumwobene Castle Grayskull stürmen, dem angeblichen Grund für ihre Not. Alle Hoffnung ruht nun auf dem legendären He-Man. Das ist die Inhaltsangabe dieser Folge, Hörspielfolge Nummer 1 der neuen Masters of the Universe Hörspiele. Wird tatsächlich auch schon einiges zur Handlung verraten. Ist richtig, aber nicht Hallo so, René, dass ich grüß dich. denke, ich habe schon alles gehört.
Nein, das ist Von richtig. daher ist das gut. Früher war es ja teilweise so, bei den alten Europa-Hörspielen, dass der Klappentext entweder alles verraten hat oder dass der Klappentext Mhm. überhaupt nicht gestimmt hat mit dem Hörspiel, was dann man gehört hat, sage ich mal, ja. Ich habe mich immer zusammengerissen, als Kind nicht den Klappentext zu lesen, weil dann ist man echt manchmal enttäuscht, wie als wenn man so 'n Trailer guckt, der wirklich schon den ganzen Film verrät. Das hasse ich ja auch. Wenn Ja, du im Kino sitzt und am Anfang noch so denkst so: „Oh, spannend, spannend“, und dann merkst du irgendwie: „Ich glaube, ich habe grad die ganze Geschichte vom Film hier in diesem Trailer gesehen.“ genau, richtig. Aber das ist hier gut und ich finde auch, wie gesagt, ich finde auch das Cover, oh, ich musste einhalten, finde ich richtig gut und passend für diese Hörspielfolge, muss ich wirklich sagen. Ja, auf jeden So, Fall. okay. Ähm, wir wollen jetzt eigentlich nicht, großartig auf die Entstehungsgeschichte des Hörspiels und so weiter eingehen. Ja, dass es halt aus EHPA, also es im Prinzip aus 2 Comics, aus 2 Geschichten entstanden ist, ja, aus einem EHPA, einem Interpart-Comic aus den 80er Jahren. Das, glaube ich, hat man schon überall gehört und gesehen und gelesen. Ja, da möchten wir gar nicht näher drauf eingehen, sondern wir wollen uns hier wirklich mit dem Hörspiel selbst befassen. Sprich, wie hat es uns gefallen? Richtig, genau. Was haben wir für Das Lob? war Was haben wir ja für Kritik? Ja. Das war ja auch im Vorfeld schon, bekannt, dass eben Inhalte aus den Comics benutzt werden, entweder aus EHPA oder aus den Interpart-Comics. Hier haben wir jetzt ja tatsächlich 2 EHPA-Geschichten und man muss noch nicht mal lange rätseln, welche es sind, denn es steht im Inneren der CD des CD-Covers mit drin, welche beiden Geschichten hier aufgegriffen wurden. Aber es ist dann doch ganz anders umgesetzt, als ich es mir zum Beispiel vorgestellt hatte. Mhm. Mhm. Genau. Ich mache das hier mal weg. Und ich darf so als Erstes sagen, ich habe mir das Hörspiel bisher zweimal angehört, einmal noch gestern Abend und das Mhm. erste Mal war's, oh Gott, ich weiß gar nicht, letzte Woche, meine ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten ich habe versucht, alles auszublenden. Ich habe gesagt: „Nein, die alten Hörspiele existieren für mich nicht.“ Ich gehe komplett unbefangen dran Mhm. und muss sagen, beim ersten Hören war ich ganz ehrlich gesagt nicht so angetan von dem Hörspiel. Ja, ich habe gedacht, es hat viele Längen. Es hat mich nicht so Es war ja gecatcht, auch muss ich lang. sagen. Ja, es war ja auch lang. Früher waren die Hörspiele 35 Minuten, heute sind sie 70, 80 Minuten. Ja, es hat mich nicht so gecatcht. Ich habe lange Mhm. gebraucht, um reinzukommen, weil der Anfang doch sehr, ähm, ich will nicht sagen zäh ist, aber doch sehr lange dauert. Ja, der Anfang Mhm. dauert sehr lange, finde ich, meine Meinung. Ähm, Ja, und das ist ja eben interessant, ne, wie die Meinungen auseinandergehen. Also ich habe keine Längen festgestellt, muss ich sagen. Mir kam das Hörspiel, also überhaupt auch nicht länger vor als die von damals. Ich war ganz überrascht, dass jetzt schon über 'ne Stunde vergangen, ist. Ähm, also, was mir sofort aufgefallen ist, war die Soundkulisse. Also, da kann man sagen, das ist absolut professionell, gemacht hier, das Hörspiel. Unglaublich, was da ja, eine Soundkulisse auf einen einschallt, wenn man, entsprechend das Hörspiel auf, vernünftigen Boxen hört. Also, ich kann jedem nur empfehlen, gute Kopfhörer oder 'ne gute Anlage. Also, wenn man sich das irgendwie auf'm Handy anhört oder hier auf'm Laptop, hat man, glaube ich, nicht so viel Spaß dran. Also, ich musste den Subwoofer deutlich runterdrehen, weil hier haben die ganzen Wände gewackelt, schon bei der Intro-Musik. Also, da muss ich sagen, großes Lob für die Soundkulisse. mhm. Da kommt ein Das ist mir Kommentar also rein. direkt aufgefallen. Ja, Ja. ich vermisse einen ikonischen Intro-Sound. Habe ich auch gedacht, du hast es ja auch gesagt, Frank, das Intro ist sehr behäbig und es ist auch sehr lang. Es ist Es über ist sehr eine lang, es ist über 'ne Minute. Minute, ja, und Ungewöhnlich. es ist ungewöhnlich und es passiert halt nicht wirklich viel. Ja, also, Mhm. die Musik hat mich auch nicht so gecatcht. Das wurde aber beim zweiten Hören tatsächlich besser, muss ich War bei mir sagen. auch so. Aber der Anfang ist, wie gesagt, die Titelmusik läuft über 'ne Minute, ohne dass Mhm. irgendwie 'n Sprecher da reinspricht oder Sonstiges. Wenn ich mir 'ne Stoppuhr hinlege und mache nichts, außer auf Start zu drücken und zu gucken, wann ist 'ne Minute rum, das sind Ewigkeiten sind das. Und da finde ich, das hätte man früher
früher cutten müssen. Man hätte früher ins Hörspiel einsteigen müssen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann geht's denn los? Wann geht's denn los? Wann geht's denn los? Ja, aber eine Minute finde ich da schon sehr, sehr lange. Ist meine Ja, Meinung. das habe ich tatsächlich auch gedacht. Was mich interessieren würde, hättest du es besser gefunden, wenn ein Sprecher einleitende Worte gesprochen hätte? Hat er das nicht? Nein, hat er nicht. Na, Es geht nach ja nach direkt nach los der mit der Musik. Bauernszene. Ach stimmt, Genau. genau, richtig, richtig. Aber dann kommt irgendwann der Sprecher dann noch mal. Nö, das muss nicht unbedingt sein, finde ich. Ich Also habe wenn mir man gedacht, direkt dass ins ich das Hörspiel reingeworfen wird, mhm. das finde ich okay. Zur ersten oh, die Retrofabrik schreibt grade: Oh. „Zur ersten Folge haben wir das bewusst so gewählt, das gesamte Titelstück Ah, laufen zu lassen." Ah, okay, ja. okay, Dann heißt das, okay. vielleicht ist es dann beim nächsten Mal 'n bisschen kürzer. Mhm, Ähm, aber was ich sagen wollte, ich habe auch lange überlegt, ich finde es eigentlich auch ich fand es sympathisch, wie es gestartet ist, ne? Man lernt 2 Nebencharaktere kennen, kann man ja sagen, ohne dass man jetzt da so viel vorwegnimmt. Wir lernen Bewohner von Eternia kennen mhm, in einer, ja, klassischen Szene, 'ne Feldarbeiter. Man weiß ja, um Eternus herum ist alles sehr bäuerlich. mhm, Und ich habe aber gedacht, so 'ne kurze Beschreibung der Szenerie hätte mir auch gefallen. Dann habe ich so gedacht, vielleicht bis zu dem Moment, wo die beiden Gestalten auftauchen, dass die vielleicht auch noch 'n bisschen beschrieben werden. Ja, denn das ist uns beiden, glaube ich, aufgefallen. Es betreten 2 Akteure die Bühne, die nicht groß dem Zuschauer vorgestellt werden. mhm. Ja, aber das, was soll ich sagen? Ich habe es grade noch mal eingeblendet. Also, die Folgen werden eventuell nicht immer gleich anfangen. Mhm. Ähm, Ja. da muss ich sagen, ich glaube, das Hörspiel richtet sich ja trotzdem an uns Fans. Ja, und du kannst von Ich denke auch. ich finde von dem Anfang her, ja, du kannst es mit Kindern hören oder für Kinder kaufen und die Kinder hören es, aber es ist ja schon irgendwie Fanservice in Anführungsstrichen. Ja, wir warten jetzt alle so lange auf neue Hörspiele und so weiter und das wollte ich sagen, wie das Hörspiel dann wie die Musik zu Ende war und die Szene Mhm. mit den Bauern angefangen hat, auch wenn ich halt alles ausblenden wollte. Ich habe sofort diese EHPA-Interpa-Zeichnungen gesehen von diesen Mhm. Bauern, also von die ich habe direkt diesen Comic quasi vor Augen gehabt, wie die Bauern draußen sind, und die Felder bestellen so ungefähr halt, ja. Das Mhm. hast du halt nicht, wenn du die Comics nicht kennst, wenn du Masters nicht kennst, wenn du neu einsteigst. Ja, das hast du dann natürlich nicht. Das Ding, da denkst du wahrscheinlich auch: „Was ist denn hier? Ich verstehe nur Bahnhof." Ja, wenn du Masters kennst und diese 2 Gestalten erzählen da nennen sich ja auch dann beim Namen, stellen sich ja vor, ja, Mhm. aber mehr erfährst du ja nicht über die. Richtig, Du erst mal weißt ja gar erfährt nicht, man wer nicht es mehr. ist, ja. Genau. Aber wir wollten ja erst noch so 'n bisschen allgemein bleiben. Was Genau, sagst du denn so richtig. zu den Sprechern? Wie haben dir denn die Sprecher gefallen? Ich fand die Sprecher richtig gut. Ähm, ich habe mir 'n paar Notizen gemacht beim Hören, Mhm. was ich ich sage jetzt einfach mal, overall finde ich die Sprecher richtig gut ausgewählt. Ja, Was finde ich mir auch. was mir 'n bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat, war jetzt müssen wir ja irgendwie spoilern, war die Stimme von der weiblichen Person, die am Anfang gekommen ist. Mhm. Weil die, finde ich, hat überhaupt nicht gepasst. Meine, das kann Absicht sein, ja, Mhm. auch so von der Sprechweise her und so was, aber vom Ton her, Mhm. musste ich tatsächlich hören, wer ist das Bauernmädchen und wer ist diese Person? Wenn die miteinander gesprochen haben, Mhm. ich habe es nicht richtig auseinanderhalten können, muss ich sagen. Das ist Mein interessant. mein mein Ja. mein mein Hören jetzt, ja. Vielleicht ist das auch Das ging keine mir Ahnung. an der Stelle nicht so. Das ging mir aber 'n paar Minuten später so.
Mit der Dorfältesten und Tila. Ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, dass Tila vorkommt. Da Mhm. hatte ich beim ersten Mal so ein bisschen Probleme zu verstehen, wer jetzt gerade was sagt. Aber jetzt beim zweiten Mal hören ging mir das zum Beispiel nicht mehr so. Da konnte ich schon klar unterscheiden. Also, mir klingt die Dorfälteste etwas zu jung, muss ich sagen. Das ist ja auch Mhm. eine sehr junge Person, wenn man die Sprecherin mal gesehen hat. 'Ne sehr, sehr sympathische Frau. Aber tatsächlich klang sie mir für eine Dorfälteste ein bisschen zu jung und weil sie eben zusammen mit Tila auftritt, hatte Mhm. ich da so ein bisschen Probleme mit dem Auseinanderhalten. Am Anfang ging es mir nicht so, aber ich habe tatsächlich ich meine, es ist klar, Hordak kommt vor, der ist ja auch vorne auf dem Cover und ich war am Anfang irritiert wegen Hordaks Stimme, weil der mir wie so ein freundlicher Weihnachtsmann irgendwie so ein bisschen in den Ohren klang. Und da dachte ich so: Gut, es passt natürlich auch zu seinem Auftreten am Anfang, aber, da war ich tatsächlich irritiert und gar nicht von der weiblichen Stimme. Das ist so interessant, ne, wie man das Okay, so unterschiedlich das ist wahrnimmt. interessant. Ich muss sagen, Tanja hat auch gesagt, dass der Hordak ihr nicht so gefällt. Okay? Ich fand ihn richtig gut. Ich fand diese Ich fand ihn auch dunkle, richtig gut, ja. langsame, sonore Stimme, Mhm. fand ich richtig, richtig gut. Ich fand ihn dann auch gut. Er hat mich Ja. nur am Anfang einfach irritiert, weil ich dachte: „Das soll jetzt Hordak sein?“ Aber Mhm. natürlich, passt es zu dem, was er am Anfang verkörpern will. Aber ich muss auch sagen, die Sprecher durchweg gelungen. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ich hatte nie so 'n Overacting-Gefühl. Das hat Mhm. mich Mhm. oftmals so 'n bisschen Mhm. rausgerissen in den 80ern, gar nicht so nur bei Masters, sondern bei diversen Hörspielen, wenn die Leute so übertreiben einfach mit ihren Stimmen, ne? Das geht mir einfach auf die Nerven. Ich kann mich noch erinnern, die, Batman-Hörspiele damals, nachdem Kinofilme Oh ja, der rausgekommen Joker war so sind. schlimm. Oh, die overacten sich ein, die spielen um ihr Leben. Das ist wirklich anstrengend dazu zu hören. Ja, Und richtig, das hatte man richtig. hier, finde ich, gar nicht. Die waren alle sehr dezent und ich muss sagen, mein Lieblingssprecher war, ganz kleiner Spoiler jetzt, wer vorkommen wird, der Mann mit dem silbernen Handschuh, Fisto. Der hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe sofort gedacht: „Ah, den haben sie auf Bud Spencer angelehnt.“ Fand ich großartig. Also, Fisto war Echt? mein, Hörhighlight, muss ich Kra ganz klar sagen. krass. Also, auch dadrüber habe ich gestern mit Tanja beim Hören gesprochen, oder diskutiert, ne, gesprochen. Ähm, Aber Tanja schläft immer ein, Schatz, ne? genau, richtig. Ne, das liegt nicht am Hörspiel, das ist einfach so. Äh, ähm, dass ich fand, man sieht's ja auch aufm Cover, da wird auch gekämpft und, Mhm. dass ich glaube, es war Chryslor, wie er mit He-Man gekämpft hat, die Geräusche, die er dabei gemacht hat, haben sich nach Bud Spencer angehört. Dieses typische, also, ich kann's Ja? nicht nachmachen, aber diese Geräusche, wenn er mit gegen He-Man gekämpft hat, haben sich nach dieses Bud Spencer Schnaufen und so weiter. So, das hat sich so eins zu eins nach Bud Spencer angehört. Das ist echt krass, ja, also, ganz komisch. Ähm, An der ja, Stelle ist es mir nicht so aufgefallen. Aber ist es dir bei Fisto nicht aufgefallen bei den Sprüchen? ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Siehst mal, wie Ah, unterschiedlich okay. die Wahrnehmung halt ist, gell? Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Aber ja, genau hier, das, habe ich gar nicht so aufm Schirm gehabt, Ja. aber dann, wie Tanja es gesagt hat, Mhm. dachte ich mir: „Ja, also, der Sprecher von Man at Arms klingt echt sehr, sehr ähnlich zum Karl Walter Dries, dem Originalsprecher von Man at Arms aus den Europa-Hörspielen.“ Also, finde ich, das ist sehr, sehr nah. Ähm, Ja, finde ich gut. das habe ich auch gedacht. Mhm. Also, Man at Arms und Orko natürlich, die erkennt man wirklich sofort. Da muss gar keiner sagen, wer da jetzt grade spricht. Also, das muss ich auch sagen. Man at Arms und Orko sehr, sehr gut getroffen. Ja, wirklich gut ausgesucht. Ja. Obwohl mir Orko nicht konstant gleich gut gefällt, muss ich sagen. Ich finde ihn am Anfang, genau wie bei He-Man, habe ich das Gefühl, dass er noch so 'n bisschen in die Rolle finden muss. Ich fand die Stimme war nicht immer so, konstant, war nicht immer so auf einem Level. Okay. Ähm, Am Ende wurd's besser, fand ich. Sowohl bei Orko als auch bei He-Man fand ich in der zweiten Hälfte, stärker, die Sprechleistung.
Okay, interessant. Gerade wo Orko aus der Werkstatt zurückkommt und, Man-at-Arms sucht, weil er sein Werkzeug nicht gefunden hat und sagt so: „Man-at-Arms, hier ist Orko, Orko aus dem Zauberland.“ Ich finde, das klingt ganz seltsam, wie er das sagt. An der Stelle habe ich so kurz so zusammengezuckt und da so: das klang seltsam.“ Okay. Ähm, Es klang so bemüht, ne? Es klang so wie: „Ich will jetzt wie Orko klingen.“ So klang das so 'n bisschen. Und dann am Ende fand ich's unheimlich stark. Also, als Orko da diese Werkstatt Gags zum Schluss noch gemacht hat, das fand ich richtig gut. Ich finde Orko eigentlich schwierig. Ich finde ihn eher Mhm, nervig 'n bisschen, auch in den alten Hörspielen. Aber mhm. hier muss ich sagen, das war, wirklich toll gemacht, wo er am Ende sein Abschlussgag dann hat. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, sehr schön. Also, ich muss sagen, ich glaube, das hat, Awkward, glaube ich, Matthias Brink, also der Organisator der Grayskull-Con, glaube ich, gesprochen. Und, ich fand ihn von Anfang an richtig gut. Mhm. Also, Ja. ich fand ihn wirklich, Mhm. das war halt Orko. Das ist ganz blöd, ja, aber das ist halt auch wieder, weil du ihn Ja. halt einfach anlehnst an die, auch wenn du's nicht willst, an die Original-Hörspiele. Ähm, Mhm. Man hätte ihn auch komplett anders gestalten können, ja, weil es ist ja keine Mhm. Fortsetzung. Es ist ja keine Fortsetzung der Originalhörspiele, da kommen wir gleich drauf. Es ist ja quasi ein Ja. kompletter Neuanfang. Ähm, und deswegen hätte Mhm. man auch Orko ganz anders sprechen lassen können. Aber man hat's halt wieder so gemacht, Ja, das ist 'n wie man's halt erwartet, sage ich mal. mhm. Ja, und ich Ja, fand's halt wirklich das ist passend. 'n interessanter Punkt, den du ansprichst, denn, es war ja schon die Frage so, warum? Warum, fängt das jetzt mit Hordak an? Wo ist Skeletor? Was ist da los? Und da gab's ja die Begründung, na ja, man wollte eben was Neues machen, ne? Man wollte eben nicht auf diesen Europazug aufspringen und nur Europa nachahmen, sondern wirklich was ganz Eigenes machen. Da werden wir auch dazu kommen, dass es wirklich 'ne sehr eigene Geschichtenwelt ist, die uns hier präsentiert wird. Aber dann finde ich interessant, dass man dann doch die Entscheidung, ähm, getroffen hat, Stimmen teils sehr ähnlich klingen zu lassen wie in den Europa-Hörspielen. Ich denke, da hat man sich auch 'n Gefallen mit getan, denn auch wenn man als Macher natürlich nicht immer mit 'ner 30 Jahre alten Vorlage verglichen werden möchte, ist es letztlich doch das, was die Fans natürlich machen, ne? Das lässt sich gar nicht Natürlich. vermeiden. Das lässt sich, Und ja. deswegen glaube ich, dass es auch 'ne gute Wahl war und ich finde es so gesehen auch tatsächlich, ja, ungewöhnlich, wie hier der Einstieg gemacht wurde. Aber es ist natürlich mal was anderes, denn genau wie mit den Figuren, da ist es ja auch so 'n bisschen ermüdend über die Jahrzehnte, dass man halt immer dieselben Charaktere vorgesetzt bekommt. Und hier sind zwar auch Nie im bekannte Leben. Charaktere, aber mal ungewöhnlich, früh bekommt man sie zu Mhm, sehen oder zu hören mhm, in dem Fall. mhm. Genau, richtig. Mhm. Richtig. Ja, ich weiß gar nicht, also, ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum, um jetzt tiefer ins Hörspiel einzusteigen, glaube ich. Ja, Ja, das denke ich auch. ich Also, so muss langsam kommen die Spoiler, glaube ich jetzt, zu ne? Anfang sagen auch, ähm, du hast eben die zweite Hälfte erwähnt, wo du Orko besser Mhm. fandest. Und Mhm. ich muss sagen, die zweite Hälfte vom Hörspiel fand ich um Längen besser wie die erste. Nicht nur von den Sprechern, Mhm. sondern einfach von der Erzählweise, von der Geschwindigkeit des Hörspiels und so weiter, ja. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es am Anfang dauert, die Leute 'n bisschen einzuführen, 'n bisschen bekannt zu machen und so weiter, ja. Und, Mhm. das fand ich halt 'n bisschen zäh, kann man sagen, aber, ähm, ab der zweiten Hälfte finde ich das wirklich richtig, richtig gut. Ja, Mhm. und, äh, bevor wir jetzt weitermachen, man kann mal gucken, wie viele Leute im Chat sind und wie viele Leute jetzt noch im Chat sind. Denn wir glaube, wir fangen jetzt an, 'n bisschen über das Hörspiel, über den Inhalt 'n bisschen mehr zu sprechen, ja. Ähm, ja. Richtig, genau. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir 'n bisschen einsteigen in die inhaltliche Gestaltung. Und da wird einem natürlich ziemlich schnell bewusst, es ist hier, ja, wie kann man sagen, 'ne andere Realität, ne? Es ist hier 'n Mhm. anderes Eternia als das, was wir aus den Comics, aus den Hörspielen oder auch aus dem Cartoon kennen. Richtig, genau. Ein Multiversum vielleicht. Vielleicht. Ein anderes Ganz Universum. bevor wir weitermachen, muss ich ganz kurz sagen, ich weiß nicht, es liegt vielleicht an der Kamera, aber ich komme mir so fett vor in dem Bild. Ich weiß auch nicht. Ähm
Ich wollte es Wo nicht bin ich sagen, eigentlich aber gar ja. nicht? Ja, gell? So, okay. Ja, Das stell meinst du, ganz warum meine die ganze Zeit Kamera unter hier Wasser. aufhört, so? Mhm. Dieses weite Bild hier, das ist es. Ja, also, wie du sagst, es ist anscheinend 'ne komplett neue Welt. Es Mhm. ist wirklich es geht los, nachdem die Musik zu Ende ist, sind wir bei den Bauern vor oder in den Weiten von Eternia. Ja, nicht im Palast, nicht bei Castle Grayskull, sondern wir sind bei den Bauern im Dorf, bei irgendeinem der vielen Dörfer, die wahrscheinlich, auf ganz Eternia Ja, vertreten sind. wird Und nicht näher da definiert. wird nicht näher definiert. Und da kommen dann auf einmal, äh, wir haben gleich einen Moment, warte mal, ich muss nur den richtigen Knopf drücken, dann haben wir gleich einen Gast weniger hier. Moment. Nein, Quatsch, alles gut. Jetzt bin ich von der Rolle. Du wolltest gerade Genau, sagen, wer da ankommt bei den Bauern. genau. Und es kommen zwei Gestalten an, ein Mann und eine Frau, und stellen sich mit Hordak und Lyn vor. Und natürlich, Lyn ist natürlich ganz klar Evelyn. Weiß man natürlich auch nicht, wenn Mhm. man Masters nicht kennt. Ja, dann ist es halt eine Lyn, die da kommt, aber es sind die Mhm. beiden. Und ähm, die sprechen halt ganz normal mit den Bauern, was ist denn los hier und da und so weiter. Mhm. Und dann hat mich als erstes irritiert, und auch hier wieder die Tanja auch, dass erzählt wird, dass die beiden so schön, ich weiß nicht genau den Ausdruck, aber so elegante und schöne Gewänder anhaben. Ja, und auch Ja, keine elegant Angst, gekleidet ist der Herr, elegant ja. gekleidet und auch keine Angst vor dieser Fratze von Hordak hat zum Beispiel. Ja, Mhm. und dann redet er halt auch so, dieses Sonore halt, ja, dieses überhaupt nicht Bösartige, sondern Freundliche ganz aber. Mhm. freundliche, ja, ja, ich bin der liebste Bin der Typ der nette Welt, so Onkel Hordak. ungefähr. Genau, richtig. Ja. Ja, und das hat mich schon so ein bisschen verwundert, aber dann dachte ich mir: „Okay, die wollen die wahrscheinlich einlullen oder irgendwie sowas. Ja, Ähm, und da hat's mir, wie genau dir ja auch, da habe ich mich eben gefragt, wie sieht Hordak jetzt aus? Wir bekommen halt, da es keinen Sprecher gibt und auch die Geschwister, die beiden Bauernkinder sich nicht austauschen, wie die Personen aussehen, die da gerade kommen. mhm, Wir bekommen kein Bild. Wir wissen nicht, hat der Hordak, der ja wirklich gruselig aussieht, muss man sagen, mhm, hat er sich irgendwie getarnt? Hat er irgend 'ne Maske auf? In dem Comic ist er ja nicht getarnt. Wenn ich mich recht entsinne, steht er da einfach in seiner vollen Hordak-Montur und versucht da die, Bauern aufzuwiegeln. mhm, Aber hier scheint er doch in irgendeiner Form, getarnt zu sein, denn sonst hätten die Kinder wahrscheinlich anders reagiert. Und was du schon gesagt hast, sie sind elegant gekleidet. Ich ja. würde Hordaks Rüstung eher als martialisch vielleicht ansehen, aber nicht unbedingt als elegant. Genau, genau. Sie sagen halt elegant, aber gleichzeitig dann Mhm. noch im Laufe der ersten paar Minuten, wenn dann auch, Man at Arms da ist, Ja, spricht er ja Hordak auf seine Rüstung an, was das für 'ne Rüstung ist mit stimmt. dieser roten, Mhm. Fledermaus, Fledermaus. drauf. Also, Genau. hat er schon mal seine Rüstung an. Also, elegant weiß ich nicht, Ja, ich ob die weiß. so elegant, vielleicht ist er 'n bisschen ausgeschmückt, hat 'n paar Blümchen dranhängen oder so, man weiß es halt nicht. Ähm, Ja, ich weiß gar ne, nicht, es gibt sagt er tatsächlich Rüstung? Ich weiß es gar nicht mehr genau. er sagt auf jeden Fall rote Fledermaus, das sagt er auf jeden Fall. Ja, das stimmt, das sagt er, Doch, ja. es gibt einen Sprecher, aber der ist Aber sehr da zurückhaltend. genau, da grade nicht dann, also, er hat das nicht erklärt quasi. Ja. Ja. Was noch dazu kommt, finde ich, ist, dass Hordak den Bauern dann erzählt, wie toll es denn früher war. Ja, weil Mhm. früher die Straßen viel breiter waren, früher gab es Magie und früher gab es, F Maschinen und Fahrzeuge, und das gibt es ja alles Mhm. heute nicht mehr. Ja, also nur noch Ja. selten, ja, wie jetzt in Wind Rider. Von Magie spricht er, glaube ich, nicht. Von Magie wird erst 'n bisschen später Wird gesprochen. es Er später? spricht nur Okay. von Maschinen und, dann sagen die beiden Kinder, wie beeindruckt sie davon sind und dass nur der Mhm. Opa mal von einem Reiter auf einem Robot Genau. fährt.
Richtig, berichtet hätte. Also, wir richtig. lernen schon mal, es gibt anscheinend keine großartige Technik mehr. Am Anfang sagt das Mädchen ja auch ganz beeindruckt: „Oh, da kommen Flugzeuge." Das Mhm, fand ich, da habe ich mich noch so 'n bisschen gewundert über den Begriff. mhm, Flugzeug, fand ich 'n bisschen unpassend. Fluggerät hätte ich jetzt, besser gefunden. Hordak spricht dann auch, glaube ich, von Fluggeräten, aber sie sagt explizit, Flugzeuge kommen, und man merkt, die Kinder sind sehr beeindruckt, weil sie so was wohl auch noch nie gesehen haben. Und ja, man lernt ja, eben, Technik gibt's in der Welt nicht. Und 'n bisschen später, da erfahren wir dann auch, es gibt auch offenbar keine Magie mehr. Also, wir sind mhm, hier in einem Eternia, was so 'n bisschen dystopisch dargestellt wird. Und das mhm, hören wir auch später mehrfach, dass es wir wissen nicht, wie es im Palast aussieht oder wie die Hauptstadt aussieht, aber die umliegenden ja, Dörfer und die ganze Gegend scheint mehr oder weniger brach zu liegen, ne? Das, hören wir dann ja auch später noch von der Horde. ja, genau, ja. Und die also, wie gesagt, da kam ja ich glaube, Hordak hat's auch gesagt: „Guck mal, da st“ oder war das die Lynn? Von wegen: „Da steht ein Wind Raider.“ Ja, Ich mhm. glaube, das war Hordak, glaube Genau, ich. dann sagt Also Hordak, sagt ja, also, die er hat man kennt früher ihn überall halt. gesehen oder so, ja. Genau, er kennt halt diese Mhm. Fluggeräte. Ja, also ist die Frage, wo kommt Hordak her? Ich glaube, Ja, er scheint schon sehr lange da da zu wird ja sein. auch mal kurz, glaube ich, die Bauerstochter fragt ja auch mal kurz, wird dann aber abgebrochen vom Bruder oder von der Mutter oder so was, wie alt Hordak denn wäre. Ja, Aber da gibt's dann keine mhm, Antwort drauf, weil sie dann richtig. abgeschnitten wird, quasi das Wort verboten bekommt. Mhm, Also er muss wohl schon 'n bisschen älter sein und, ja. wie geht's dann weiter? Noch mal ganz kurz zu dem Anfang. Mhm, Also, wir merken schon, wenn wir genau hinhören, es ist schon einiges passiert, ne? Es fängt jetzt nicht irgendwie bei null an, sondern es gibt schon 'ne Vorgeschichte, weil Hordak ja auch kurz erwähnt, er habe sehr lange geschlafen, ne? stimmt, Und genau, richtig. die beiden, jedenfalls überlegen die Kinder, wo die beiden hergekommen sind, Mhm, und, der Junge sagt: „Also, von da nicht und von dort auch nicht." Und dann meinte die Tochter oder die Schwester: „Ja, ihr seid doch nicht etwa aus der Ebene der Ewigkeit gekommen." Also, man sieht, da ist schon auch 'ne Vorgeschichte da. mhm, mhm, Wird dann eben spannend sein, wie das noch mal aufgegriffen wird. Die Ebene der Ewigkeit kennt man natürlich aus den Hörspielen, aber wiederum nicht aus den Comics. Also, man sieht, man hat sich ganz klar hier nicht nur der Comics bedient, sondern man hat auch viele andere Medien mit reingenommen, auch den Film zum Beispiel, kommen wir nachher noch drauf. mhm. Und was mich noch mal interessieren würde, habe ich so im Nachhinein gedacht: Wie siehst du das? Ich finde es 'n bisschen schade, dass Hordak sich direkt mit Hordak vorgestellt hat. Ich hätte es besser gefunden, wenn man die Identität noch 'n bisschen geheim gehalten hätte. Ich finde, da hätte man noch 'n bisschen Spannung draus ziehen können, wer das jetzt ist, weil ich denke mal, die meisten Hörer hätten vielleicht eher vermutet, dass es Skeletor ist. Ach so, du meinst jetzt für die Hörer vorgestellt, Ja, weil für ich uns, wollte grad dass sagen, bei er dem sich direkt Hörspiel als ist ja Hordak egal, weil ihn vorstellt. kennt ja anscheinend keiner, also kann er sich ja auch mit Hordak Mhm. vorstellen. Aber für Ja, ja, ich meine für uns uns. hätte das viel ausgemacht, wenn da wäre das jetzt voll der Twist gewesen, hätte er sich als Skeletor vorgestellt und es wäre am Ende Hordak gewesen? Für uns als Hörer, We ich glaube nicht. Wenn er sich einfach, nur als Wanderer vorgestellt hätte oder so, oder irgend 'n Hordak rückwärts oder so, war ja auch immer sehr beliebt bei den Hörspielen damals, dass man einfach die Mhm. Namen umgedreht hat. Wie heißt 'n Hordak, wenn man ihn rückwärts spricht? Das weiß ich nicht. Karor. Karor. Okay, Dann wäre der Karor okay. gewesen. Hm. Also, ich habe im Nachhinein gedacht, er hätte 'n bisschen vielleicht Spannung reingebracht, wenn der Hörer nicht gleich gewusst hätte: „Ah, das ist jetzt Hordak." Aber ist mir nur so am Rande aufgefallen. Aber vielleicht gehen wir 'n bisschen weiter, bevor wir uns Mhm. jetzt zu lange am Anfang Ja, festbeißen, denn ja, ja, dann ja. lernen wir ja 'n paar weitere Charaktere kennen, und Orko taucht auf und wird dem Hörer sehr genau beschrieben, ne? Genau, Also, wir Orko lernen, wird dass sehr er genau schwebt, wir beschrieben lernen, mit dass er keine Beine hat, dass er dass lange er Finger blaue hat. Finger hat, dass er grelle Mhm. Augen hat, dass 'n Schal den Rest vom Gesicht verdeckt, dass er 'n Schlapphut aufhat und so weiter. Also, der wird sehr, sehr genau Mhm. beschrieben, im Gegensatz zu eigentlich fast allen anderen. Allen Ja, anderen. genau, ich wollte grad sagen, Man at Arms wird nicht beschrieben. Ich glaube, es wird auch nicht einmal gesagt, dass er der Waffenmeister ist oder so. Vielleicht habe ich's verpasst oder verhört, aber, Er sagt selber über sich kurz. okay. Als Hordak Das ihm auch nicht wegen der sagen will, wo er mhm, seine Rüstung mhm. her hat, Genau, da richtig, sagt dann er: habe ich's „Aber ich gehört. bin der Man at Arms, ich bin der Waffenmeister, ich muss diese Fragen stellen", oder so was in der Art. Genau. Was ist mit Tila?
Tila wird auch nicht beschrieben. Nee, gell? Also wird nicht also das Da Aussehen wird wundert auch mich nicht noch, beschrieben. nee, gar nicht. Da hat mich noch gewundert, dass der Soldat sie zwar irgendwie mit irgendeinem Titel anspricht, aber sie dann duzt. Fand ich auch noch interessant. Aber da wurde Abgesandter oder was, genau. wo du sagst, der Soldat, das habe ich auch Mhm. komisch gefunden. Weil der hat ja mehr Sprechzeit wie fast alle anderen Sprecher zusammen, dieser Soldat. Das ist ja so, Ja, ich meine, keine Ahnung. das hat mich sehr gewundert und da habe ich gedacht, wahrscheinlich will man hier einen neuen Charakter aufbauen. Ich denke, der wird auch in den späteren Hörspielen noch auftauchen. Und der Name des Soldaten, wie heißt er denn? Ich habe es mal aufgeschrieben. Er heißt Renius. Und Renius ist tatsächlich ein Name, der im Motokosmos nicht gänzlich unbekannt ist, wenn man sich sehr gut auskennt. Weißt du, wer Renius ist? Nicht so genau, aber ich krieg hier gerade was um die Ohren Mojo-Mojo-Man. gehauen. Ja. Mhm. Das ist es halt. Wenn du halt neu reinkommst, hast du null Plan. Das ist es halt. Mhm. Also ich Ja, weiß. also man merkt ja ganz klar, es ist halt ein Easter Egg, ne? Ich meine, den Mhm. Namen Renius wird kaum einer erkennen. Ich wusste es tatsächlich, muss ich sagen, auch nicht. Ich habe mich dann schlau gelesen, wer Renius Mhm. ist. Soll ich es verraten, wer es ist? Also von mir aus sehr gerne. Ich lasse mal den Chat Wir haben mal ja, kurz. Ich habe Spoilerwarnung haben wir drin, aber vielleicht mag der Chat nicht wissen, wer diese Wache ist. Aber mal kurz schreiben. wie viel sind wir denn gerade eigentlich? Ich sehe es gar nicht. Wir sind aktuell 27. 27, ja, okay. Ist halt das Sommerloch. Eigentlich sind wir Nein, ein paar mehr immer, aber oh, stimmt. das wird sogar mit Großbuchstaben mit Ausrufezeichen. Da schreit er ja richtig. Okay, also einmal Na, dann nein. sagen wir vielleicht nur so viel. Es ist auf jeden Fall eine Figur, die im Motokosmos eigentlich eine größere Rolle spielt. Ja, toll. Jetzt kann ich Aber heute Nacht nicht es schlafen. hat, Okay, alles gut. es hat mich aber auch sehr gewundert, wie dich auch, warum so ein unbedeutender Soldat so eine große Sprechrolle hat. Mhm. Aber der wird noch wichtiger werden. Ja, toll. Jetzt steht es halt auch schon da. Es ist Clamchamp tatsächlich. Krass. Jetzt hat's der Okay, Majestix auch eingeschrieben. okay, okay. Ja, Jetzt kann ich ich schlafen. meine, aber Dankeschön. wir haben ja auch gesagt, wir wollen hier einfach über den Inhalt sprechen und da gehört sowas Mhm. ja auch dazu. Und das ist ja Mhm. jetzt nichts, was jetzt irgendeine große Offenbarung wäre. Aber ich glaube, es ist halt so ein kleiner Fanservice, ne? Mal gucken, der wird sicherlich noch dann, was ich interessant finde, denn soweit ich weiß, kommt Clamchamp in den Comics überhaupt nicht vor. Ich könnte mir nicht erinnern, dass der, also in den Interpart-Comics sowieso nicht, aber ich wüsste auch nicht, dass der in den Ehapa-Geschichten mal aufgetaucht wäre. Weiß ich auch nicht Meine ich nicht. mehr. Also ich weiß, dass Ninjor und Skerglo auftauchen, ist ja aus Mhm. derselben Mhm. Wave, Mhm. aber ich Mhm. bin der Meinung, dass man Clamchamp nicht in den Comics sieht. Naja, Ich weiß es nicht. kommen wir Ich doch hab's mal, nicht. gehen wir ein bisschen weiter. Wie hat dir denn die Vorstellung von He-Man gefallen? Da ist, glaube ich, der Sprecher das erste Mal so prominent, denn er beschreibt He-Man, aber auch nur mit relativ vagen Worten. Wie hast du die Verwandlung wahrgenommen? Die Verwandlung. Die erste Verwandlung in He-Man. Hm, die Verwandlung, wie sagt man das? Ich fand's unspektakulär. Ja, Ich fand's das muss ich unspektakulär leider auch sagen. dass man halt das Hörspiel komplett neu aufzieht und alles neu Mhm. beschreibt und alles, neu macht, fand ich die Verwandlung dann so 0815, kann man sagen. Gefühlt halt Hat einfach. mich ein Also, bisschen, ja, ja. Mich hat's ein bisschen erinnert an den 2000X Cartoon. Da fand ja, ich die genau. Verwandlung auch ein bisschen unspektakulär. Es war ähnlich Mhm, gelagert. mhm, Wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz, um so ein bisschen da den Bogen zu spannen. Also, wir lernen Tila kennen, wir lernen Man at Arms kennen. Tila spricht mit der Dorfältesten, denn das lesen wir ja schon auf dem Backcover. Die Bewohner des Dorfes werden drangsaliert von einem fiesen Schlägertrupp, der sich ja als wilde Horde oder der sich wilde Horde nennt. Ich habe hier gerade ein bisschen mhm. Wasser verschüttet. Na, so was. Und Gleich dann macht's Tisch und du bist weg.
kurz nachdem wir das erfahren haben, greift dann auch die Horde wie auf Stichwort an. Und das ist Mhm. natürlich der Moment, in dem sich Adam dann das erste Mal in He-Man verwandelt. Und ja, ich fand es leider auch etwas unspektakulär. Aber ganz kurz, Ähm, jetzt wo ja. du's sagst, Mhm. wieso die Horde greift ja anscheinend öfter dieses Dorf an. Ja, Wieso greifen sie die das Dorf plündern das an, Dorf. wenn da Leute aus Eternis sind, wenn da der Wind Raider vor der Tür steht? Wieso warten die nicht, bis die fort Ja, sind? Ähm, nur das so am weiß ich Rande, auch nicht so ist genau. mir grad so eingefallen. Stimmt, da hätte man auch noch ein bisschen abwarten können. Also, da sind sowieso da kommen wir noch dazu nachher, da sind ein paar Unklarheiten, wo ich 'n bisschen die Stirn gerunzelt habe. Aber das ist mir gar nicht so bewusst geworden, aber du hast recht. Warum wartet die Horde nicht noch ein bisschen? Auf jeden Fall greift sie an. Sie fühlt Mhm, sich wohl auch sehr überlegen. Sie mhm, begegnet als Erstes dann, Teela und dem, guten Soldaten, ähm, dem Renius. Den mhm, stehen sie gegenüber und die Horde ist sehr siegesgewiss. Montana vergewissert sich nochmal, dass die Dorfbewohner nicht einen Hinterhalt planen, aber er sieht mit seinen Röntgenaugen, dass sie alle ihre Bettdecke über dem Kopf haben und in den Hütten liegen. Ähm, auch hier werden die Horde-Kämpfer aber nicht großartig näher beschrieben. Der Renius sagt nur, was für eine Rasse Montana ist und dass er seine Augen halt herausquetschen oder herausfahren lassen kann. mhm. Sonst werden die Kämpfer nicht näher beschrieben. Auch da finde ich's schade, wobei Also, ich mir auch nicht so sie werden nicht näher ja, beschrieben, die aber Optik, ne, wird nicht wer näher sagt beschrieben. denn man Nur sagt wo doch sie herkommen halt. genau, wo sie herkommen. Genau, Crystal kommt aus'm Wald, so irgendwie Mhm. so was, aus'm Urwald oder irgendwie so was. Ja, Ähm, aber genau, beschrieben, wie sie aus'm aussehen, werden Dschungel sie auch nicht. und Also, ich glaube, der Montana aus Einzige, der der Wüste. beschrieben wird, ist Orko, so Ja, richtig. Für den hat man sich Zeit genommen. ja. Ähm, Orko wird sehr ausführlich beschrieben und die anderen dann nicht. genau. Ich finde es schade, wobei es natürlich auch schwierig ist. Man bremst die Handlung sehr aus, wenn man natürlich Wenn man sehr ausführlich die jeden Leute beschreibt. Aber ich ja, finde ja, genau, wenn man da 3 neue Kämpfer hat und will dann jeden gleich am Anfang beschreiben, ist das schwierig, glaube ich, ne? Dann zieht sich das natürlich noch länger. Aber ich hätte mir 'n klar. bisschen Beschreibung schon gewünscht. Ja, und dann geht's praktisch direkt in die Kampfhandlung und He-Man greift ein. Und da fand ich diese Idee mit der Armbrust sehr cool, ne? Dass wir also hören, dass He-Man ohne große Mühe den Armbrustbolzen aus der Luft schlägt oder aus der Luft Mhm. fängt. Mhm, mhm. Und Renius, wo wir ja jetzt wissen, dass es Clamchamp ist, sagt danach, ja, den Trick mit dem, wie man so 'n Armbrustbolzen fängt, den muss er mir dann mal zeigen. Und da musste ich schmunzeln. Das hat mich nämlich sehr erinnert an das Minicomic. An das damalige Minicomic, was Clamchamp beilag, wo er den Pfeil von Ninja aus der Luft, abfängt. Und da habe ich noch gedacht: Stimmt. „Ah, da hat He-Man ihm vielleicht den Trick bis dahin verraten, wie das geht.“ Aber das ist ja 'ne andere Zeitlinie. Also, ähm, Ja, wenn man jetzt aber ganz es ist ich genau nimmt. fand's 'ne Aber ja, ganz ich weiß, was nette du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. ganz nette Okay, Idee, ja. ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, du hast Ja, den der Ablauf 'n Kampf bisschen der besser Kampf im an Kopf sich wird wie ich, dann was als Nächstes passiert. ja. Deswegen lasse ich dich da jetzt ja. Ja, also wir sind beim ersten Kampf. Wir hören so 'n bisschen, was passiert. Also, wir hören Mhm, He-Man, wehrt diesen Armbrustbolzen ab. Er schleudert sein Schwert. mhm, Dann hört man viel, mhm, so, mhm. ne, so Kampfgeräusche. Und dann, ja, haut die Horde ab. Und damit ist dann der erste Kampf, erledigt. Und dann finde ich das ganz nett, wie dann, He-Man, der Renius und, Teela so in Kontakt treten, ne? Weil der ist ja sie kennen ihn ja gar nicht. Und Teela fragt dann so, „Sind wir denn Freunde?“ Weil He-Man irgendwas sagt so: „Ja, hier, wie geht's euch, meine Freunde?“ Oder irgendwie so was, oder Noch und dann noch sagt 'n Teela so: „Ja, sind wir denn Freunde?“ noch 'n Stück zurück noch 'n Stück zurück. Es Mhm. wurde davor schon von He-Man gesprochen, bevor er überhaupt aufgetaucht ist. Stimmt. Es wurde davor von He-Man Richtig, genau. Wir gesprochen, lernen, es gibt so 'ne aber Legende von es gibt He-Man, die ja. Legende von „Schick He-Man, aber uns den He-Man.“ keiner kennt ihn, keiner hat ihn je gesehen. Es ist irgendwie was Mystisches, der soll existieren. Also, keiner kennt Mhm. He-Man, ja, niemand hat ihn bisher gesehen, zumindest von den Bauern und so weiter nicht. Und, Ja, das ist das auch finde ich halt interessant. auch Es gibt so 'ne wo Legende kommt und er man denn fragt her? sich, wie hat sich die wohl verbreitet, ne, wenn ihn keiner Genau, gesehen richtig. hat?
Ja gut, Aber irgendwie das ist ja so ein vielleicht hat bisschen wie irgendeiner bei mal 'n Foto Batman. gemacht wie Batman, Loch Ness, Nessie oder so was. Ja. Ähm, ja. Ja, Majestix, ich weiß es schon. Der Majestix will noch mehr Easter Eggs aufdecken. Aber die Hörspiele Ja, sind da ich als Erwachsene hörbar. genau. Das denke Figuren ich oder halt auch. Charaktere. Also, da wird Ja, weniger auf ich glaube, die neuen Zuhörer sind mehr so ja, Beifang, ja. Ich ja, glaube, das hier denke wird ich auch, ja. wirklich auf die Mhm, Fans auf die auf da wird wirklich Fanservice gemacht, mhm. sage ich. Finde ich auch gut. Finde ich auf jeden Ja, Fall gut. also, da absolut. Ich hätte es wäre auch für mich fein gewesen, wenn überhaupt niemand beschrieben worden wäre, weil, ne, Mhm, man weiß eben, wie die Figuren aussehen. mhm, Aber dann wundert's mich, warum Orko so explizit beschrieben wurde und er wird ja nicht anders beschrieben, als man ihn kennt. Und mhm, nachher taucht ja Fisto auf und auch der wird sehr explizit beschrieben, ne? Seine roten Haare, sein Bart, seine riesige Metallfaust. Auch der wird sehr explizit vorgestellt. Ja, und mhm. die anderen Figuren, wie gesagt, gar nicht. Und da finde ich wundert es mich ein bisschen, warum man jetzt gesagt hat, die beiden beschreiben wir so genau und die anderen nicht. Ja. Vielleicht, wenn die Retrofabrik noch da ist, können Sie ja was dazu sagen, ob das irgendwie Absicht war, dass man sich gesagt hat, Die gerade Orko und Fisto müssen wir beschreiben. Ich wollte grad sagen, Ähm, die Frage ist, ähm war ich meine, es ist ja mit Sicherheit auch kann ich mir vorstellen, wie es immer bei so Aufnahmen ist und so was, wahrscheinlich halt viel mehr produziert worden, wie es am Ende verwendet wurde. Könnte ich mir ja, das könnte vorstellen. sein. Und die Ja, Frage vielleicht ist, ist es ob auch da vielleicht rausgeflogen. viel mehr, beschrieben wurde, was am Ende dann der Mhm. Kürzung quasi, damit man halt das Hörspiel halt nicht auf 2 Stunden aufbläht oder so was, zum Opfer gefallen ist, also der Schere, wie man so schön sagt, zum Opfer gefallen ist. Könnte ja durchaus sein. Mhm. Dass Ja. man entschieden hat: „Okay, wir nehmen jetzt den und den, aber, die anderen Mhm. 35 Charaktere beschreiben wir jetzt mal nicht, weil das Mhm. sonst haben wir 'n Hörspiel nur noch mit Figuren vorstellen“, so ungefähr. Ja, richtig. Und Könnte wurde bei sein. den anderen Hörspielen ja auch nicht gemacht, ne, dass jetzt alle beschrieben wurden. Ja. Aber ich glaube, in den alten Hörspielen wurde eigentlich gar keine Figur beschrieben, also von den Kerncharakteren, ne? Nur wenn dann später die weiteren Figuren auftauchen, wie Modulok und so, die werden dann so 'n bisschen beschrieben. Aber das war halt schon auffällig, wie genau halt Mhm. Orko hier in dem Fall vorgestellt wird. Und dann gehen wir vielleicht in der Handlung 'n bisschen voran. Also, Mhm. der erste Kampf hat stattgefunden. Oh. Das ist der Erzählweise der Autoren geschuldet. Genau das, was Frank sagt, ja, Mhm. ja, ist Ja. verständlich. Ne, der erste Kampf hat stattgefunden, die Horde ist abgehauen Mhm. und, jetzt taucht die Frage auf: „Was ist eigentlich mit Man at Arms?“ Orko ist wieder da und will mit Man at Arms sprechen und dann, ja, es hat sich schon vorher leicht angekündigt, dass mit Man at Arms was nicht stimmt, denn Mhm. er will, die gute Lynn und den Hordak nicht so einfach ziehen lassen. Und dann sagt Lynn etwas zu ihm in einer Mhm. Zaubersprache. Das hat mir auch sehr Mhm. gut gefallen, in so 'ner Magiesprache. Und da kommt dann, glaube ich, dieser Satz so, das klang wie Magie oder so und dann: „Ja, aber Magie gibt es doch schon ewig nicht mehr“, ne? Wo wir auch erfahren, es gibt nicht nur keine Technik mehr, sondern es Mhm. gibt auch keine Mhm. Magie mehr, Mhm. beziehungsweise nur noch Überbleibsel von alter Technik. Und dann, erfahren wir als Nächstes, dass Man at Arms, ja, mit, Evelyn weggeflogen ist im Windrider, was dann Kommt natürlich sehr seltsam ist, denn ursprünglich hatte sie ihn ja nur, ja, mit so 'm kleinen Verwirrungszauber belegt, damit er sie passieren lässt, ne? Denn die Lynn sagt Man at ja: „Ich Arms. will hier keinen Ärger haben.“ Genau, Man at Mhm. Arms will sie aufhalten. Lynn sagt: „Ich will hier keinen Ärger, ich will hier weg.“ Und dann spricht sie so 'n kleinen Zauber, dass er sie halt Mhm. passieren lässt. Und dann erfahren wir, es passiert aber noch mehr, denn sie fliegt dann mit ihm weg. Moment, Und da bevor sie ja, wegfliegen bevor sie ja, wegfliegen und sie den Spruch gesagt hat, sagt mhm, Hordak ja zu ihr irgendwas von wegen: „Oh, wie hast 'n das gemacht?“ Oder „Das war Magie“ oder irgendwie so was sagt er doch zu ihr. Und dann ja, sagt sie: stimmt, mhm, „Ja, warte mal ab, was ich noch alles oder bis du alles rauskriegst, was ich kann“, so ungefähr. Da denke mhm, ich mir, die 2 kamen doch zusammen an, aber kennen sich anscheinend dann ja. überhaupt nicht. Fand ich auch Auch 'n sehr, sehr guter Punkt, ja. Habe komisch. ich auch gedacht. Ja. Da, ja, sind viele Unklarheiten, ne? Genau in dem Moment Mhm. erfährt man, die beiden kennen sich auch nicht so wirklich. Mhm. Genau. Mhm, Genau. Ja, okay, das wollte ich nur kurz ja. noch mal dazu einwerfen. Und dann und dann fliegt sie eben mit Man at Arms weg und He-Man entscheidet dann, dass er hinter, Man at Arms hinterherfliegt, um ihn zurückzuholen. Und er schickt Teela und den armen Soldaten
dann um die Burg zu schützen, denn Hordak ist dabei, die Dorfbewohner aufzuwiegeln und sagt, alles Übel und warum es ihnen so schlecht geht, liegt an dieser plötzlich aufgetauchten Burg. Und da tauchen das nächste Mal Fragezeichen bei uns als Hörer auf. Mhm. Genau, also das mit wie er die Horde dann zum Vulkan schickt und so weiter, das lassen wir erst noch mal. Ja, Aber genau, also Castle Grayskull ist denn ja irgendwie aus dem Stein raus in die Luft geschossen und war auf einmal dann da, so ungefähr. es steht da Ähm, plötzlich, ja. und keiner kennt es. Hordak sagt halt, das ist das Übel des Bösen, da müsst ihr rein. Ich kann nicht da rein, sagt er, oder ich darf nicht da rein oder sowas. Aber ihr könnt das halt aufbrechen und besetzt die Burg und sowas. Dann denke ich mir, oder dann haben wir uns gedacht, weil wir haben ja eben schon ein bisschen vorm Stream schon mal kurz gesprochen, ja, wo kommt denn Mhm. überhaupt He-Man dann her? Ja, Wie das ist lang eben gibt das es denn He-Man Seltsame. schon, wenn die Burg gerade erst wieder emporgestiegen ist, sage ich mal, und Mhm. He-Man hat sich aber schon, bevor die Burg da war, oder Adam hat sich schon, bevor die Burg da war, in He-Man verwandelt. Wie Ja, kann er man das? weiß es eben nicht so genau, ne? Ja. Man weiß nicht genau, wo steht jetzt die Burg, wie weit weg von dem Dorf ist das? Steht die da doch schon so lange, wie es He-Man gibt und es hat keiner gesehen, weil es irgendwie 'n bisschen außerhalb liegt? Oder, kann He-Man die Kräfte von Castle Grayskull anzapfen, obwohl Castle Grayskull gar nicht da ist und wo war es? Ne, weil das Mhm. ist wüsste ich auch nicht, dass das irgendeinem Kanon entnommen wäre, dass Castle Grayskull erst später erscheint, ne? Also, es ist ja sehr ungewöhnlich eigentlich. Ich In weiß es jeder auch Geschichtenwelt ist nicht. Castle Grayskull ja immer schon da, ne? Also, jetzt in der sehr ausführlichen Geschichte, die wir mit den, Moto Classics, serviert bekommen haben, da ist es ja der King Grayskull, der die Burg eben gebaut hat, Mhm. wenn ich mich da recht entsinne. Aber auf jeden Fall in sämtlichen anderen Geschichten ist die immer schon sehr, sehr lange da und hier erscheint sie jetzt erst, aber trotzdem weiß Hordak von Grayskull, Mhm. was ja auch interessant ist, ne? Ist grade Aber erst Hordak ist ja aufgetaucht. schon aber Hordak ist ja schon ganz alt, weil er weiß ja auch von den Ja. Maschinen und vom Zauber und so weiter, den es nicht mehr gibt. Stimmt. Also, es war Grayskull war wohl da, war weg und ist jetzt wieder aufgetaucht, ne, kann man Mhm. so wohl sich daraus Die Frage zusammenreimen. ist dann nur, warum ist es jetzt aufgetaucht? Genau. Wäre die Warum ist nächste es Frage. wir werden's wahrscheinlich erfahren, denn die nächste Hörspielfolge heißt ja, glaube ich, „Die Burg der Zeitlosen". Da werden wir, glaube ich, 'ne Menge über Castle Grayskull erfahren. Mhm. Und dann, ja, fängt Und da so 'n bisschen die zweite Hälfte an, wo es dann auch richtig spannend wird, wo He-Man nämlich Man-at-Arms und Evelyn verfolgt mit Orko mhm. zusammen. Und da zieht das Hörspiel, muss man sagen, ja dann schon so 'n bisschen das Tempo an. Genau, und ab da gefällt's mir auch besser. Jetzt nicht, weil es jetzt unbedingt da das Tempo anzieht, aber oder doch vielleicht Mhm. deswegen, weil halt 'n bisschen was einfach Mhm. passiert, sage ich einfach mal, ja. Das finde ich Ja, ich halt muss sagen, das war für mich auch die spannendste Sequenz, diese Verfolgungsjagd, ne? Orko versucht sich einzubringen, versucht zu zaubern, wird von Evelyn praktisch abgeschossen, stürzt fast zu Tode, ne? He-Man kann ihn grade noch retten. Und, ja, das ist wirklich, für mich so 'n bisschen das Spannungshighlight, denn, ja, denn sonst bis dahin war es nicht so spannend, kann man sagen. Es war interessant, also, ich fand es wie mhm, gesagt, ich fand es sehr kurzweilig, ich habe mich nicht gelangweilt, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich gefragt habe: „Oh, wie es jetzt wohl weitergeht", sondern weil so viel Verwirrung in meinem Kopf war, ne, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass hier so 'n völlig neues Worldbuilding aufgemacht mhm, wird. mhm. Denn ich habe Ebenso. ja im Voraus halt durch die Ankündigung der Retrofabrik gedacht: „Okay, wir bekommen hier Geschichten aus dem Comic, einfach nur 'n bisschen, ja, aufgepustet, sage ich mal, und 2 Geschichten zusammen, weil eine Geschichte nicht genug hergibt." Und ich hatte mich genau darauf eingestellt, sagte: „Ach, guck mal an, mir waren die Comicgeschichten sowieso immer 'n bisschen zu kurz. Das ist ja Mhm, toll, wenn jetzt hier einfach die Comicgeschichten 'n bisschen unterfüttert werden, um's mal positiv zu sagen, ne? Vielleicht alles 'n mhm, bisschen logischer aufgebaut wird, alles 'n bisschen genauer erklärt wird." Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir in einer völlig neuen Welt plötzlich sind, weil Man at ja, Arms erzählt's dann ja auch noch mal sehr explizit der Evelyn, während sie wohin auch immer fliegen, dass er also Reste von diesen Flugmaschinen gefunden hat, und die dann zusammengesetzt hat, aber selber nicht wisse, wie man solche Technik baut mhm, und dass, ja, diese Technik, die noch da ist, aus vergangenen Zeiten eben übrig geblieben ist. genau, Und heute richtig, niemand mehr diese Kenntnis hat, so was zu richtig, bauen. richtig. Also Sehr komplett ungewöhnlich.
neu, genau, richtig. Also komplett neu. Mir ging es genauso wie dir, dass ich auch gedacht habe, der Comic wird vertont, sage ich mal, ja, und Mhm. 2 Comics zusammen. Also genau das Gleiche, was du sagst, brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Und deswegen war ich halt auch etwas überrascht, wie es halt losging. Vielleicht hat es mir dann deswegen am Anfang auch nicht so gefallen, sage ich mal. Beim zweiten Mal hören, Mhm. wo ich halt wusste, was kommt, konnte ich mich auch besser drauf einstellen. Mhm. Also, Ja, ich glaube, das ist wirklich so 'n ging mir auch so. Lernprozess, sage ich mal halt, ja. Aber je länger wir drüber sprechen, umso sicherer bin ich mir, dass ich, wenn der Stream fertig ist, das Ganze noch mal hören werde. Ja, weil ich Ja, finde ich es auf jeden halt, Fall auch, ja. je länger wir drüber sprechen, umso besser finde ich's irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Es kommen zwar immer noch viele Fragen auf, wieso Mhm. wurde das so gemacht, wie's gemacht wurde? Wieso, Mhm. reagiert oder agiert die Person so, ähm die Person so, wie sie agiert, ja, und, was Mhm. ist mit diesen ganzen vielen kleinen Ungereimtheiten, die Mhm. da, im Raum stehen, sage ich Ja, mal. Werden die noch aufgelöst? Werden die in der ja, nächsten Folge aufgelöst? Werden die einfach links liegen gelassen, wie es ja auch mal sein kann, ja, dass halt gar nicht mehr hoffentlich näher drauf nicht, aber ja, eingegangen mal wird. gucken. Mhm. Kann ja alles sein, ja. Also, von daher ist es sehr, sehr Ja, spannend, aber das Hörspiel ist ja noch nicht mhm. zu Ende. Ja. Ja, guck mal, die Retrofabrik schreibt hier gerade, die Comics geben kaum bis gar kein Worldbuilding her. Und ich, ganz naiv, hätte gedacht, ja, muss ja auch nicht. Kennt doch jeder, weiß doch jeder. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist eigentlich die Welt aus den Comics auch nicht unbedingt die Welt, die wir aus den Hörspielen oder aus den Cartoons kennen. Man muss Gar wirklich nicht, sagen, das gar sind nicht. eigentlich alles wirklich eigenständige Geschichtskanons, eigenständige, ja, Dimensionen, ne, Mhm. wie das in den Mhm. Marvel, Mhm. bei Marvel ist das ja immer so, ne, dass es diese verschiedenen, dieses Ja, ja. Multiversum, ne? Es gibt verschiedene Tausende. Universen und alles läuft da so ein bisschen anders ab. Und Mhm. tatsächlich, wenn man sich überlegt, gibt es in den Comics kein Worldbuilding, weil die Comics billig gemacht sind. Ne, das muss man einfach sagen. Die EHPA-Comics sind nicht gut. Das ist leider so und jeder, der sagt, dass die EHPA-Comics besser sind als irgendwie die Interbat-Comics, den kann ich nicht verstehen. Es ist natürlich immer viel Geschmackssache, Es ist Geschmackssache. man merkt einfach an den EHPA-Geschichten, da kannte sich niemand wirklich mit der Materie aus. Und man liest es ja auch in den, Interviews, die die Retrofabrik ja dankenswerterweise mit in ihre Sammelbände Mhm. hineingepackt hat und Mhm. wie die ja so 'n bisschen erklären und wo man eben erfährt, okay, der Zeichner hatte da eben die Figuren liegen, der hat die auch praktisch eins zu abgezeichnet. Das fand ich auch schon als Kind lustig, dass sogar die Rüstungen genau gleich aussahen mit hinten diesen Strapsen, wo man sich denkt, Mhm. wie, He-Man die wohl selber dann irgendwie hinten zubekommt oder ob man den abends ihn immer anziehen muss oder so. Na gut, in Genau. dem Fall er verwandelt sich, ist egal. Aber man merkt einfach auch daran, dass so gut wie gar keine Figur ihre 'ne Special Features einsetzt, dass Mhm. der Autor und auch der Zeichner nicht wussten großartig, was es mit diesen Figuren auf sich hat, ne? Wer da irgendwie welche Fähigkeiten hat, wer da welche Ja, Allianzen ja, ja. schmiedet und die man merkt auch, sie wissen auch nichts mit Hordak anzufangen. Ne, in den Hörspielen ist Hordak ja einfach da, ne? Es wird dann gesagt, er war sein Lehrmeister, es wird aber auch nie Skelettors deutlich. Lehrmeister, genau. Also, auch in den Hörspielen Mhm. hat man das Gefühl, man wusste mit Hordak nicht so richtig was anzufangen und in den Comics halt noch weniger, ne? Hordak ist immer da, macht mal hier, macht mal da was, aber es ist natürlich auf gar keinen Fall der Hordak, den wir aus dem Cartoon kennen. Dieser mächtige Mhm. Hordak, Mhm. der ganze Armeen befehligt vom fremden Planeten, der wird sich hier wahrscheinlich nicht hinstellen und 'n paar Bauern aufwiegeln wollen. Das passt eigentlich zum Charakter von Hordak überhaupt gar Richtig, nicht, richtig, so was zu genau, machen. genau. Der würde Ja, wahrscheinlich Castle Grayskull mit seinen Unmengen an Stormtroopen ne, das war jetzt Star Wars, Horde Troop. wie Horde Troop Ist angreifen. ja dasselbe. Ja, Ist schon sehr ähnlich. ja, Also ja, da merkt man, das ist auch noch mal irgendwie 'n anderer Hordak. Ja, aber interessant, ja. dass man sich entschieden hat, 'ne ganz neue Welt noch mal, zu bauen mit dieser Entscheidung, Technik raus und auch Mhm. erst mal Magie raus bis Mhm. zum Ende. Aber da kommen wir natürlich noch hin. Ich würde Genau. sagen, wir gehen mal 'n bisschen weiter in der Genau, hier Handlung. noch ganz kurz, weil du Ja, eben ich hatte eben schon mal die CDs auf der Retrofabrik-Seite angesprochen. Ja, und natürlich hier in dem Screenshot auch zu sehen, wenn wir grad eben schon die Interbat-Comics angesprochen hast, der Sammelband, die Neuauflage des Sammelbands Gigantes Universum, wo alle ja, Interbat-Comics drin sind, ist natürlich auch noch bei der Retrofabrik erhältlich. Genauso, wenn man die beste. Erstauflage hat und gerne diesen schönen auf
Vintage gemachten Schutzumschlag hätte, den gibt es natürlich auch einzeln, dann kann man den auch noch seine Erstauflage mit veredeln, indem man sich den halt zulegt. Ja, wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ja, sehr, sehr schön, dass du es hier nochmal eingeschoben hast. Genau, also für mich die Interpart-Geschichten ganz klar um Längen den Harper-Stories voraus. Aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Genau. Fall, He-Man schafft es, den Windrider beziehungsweise der Windrider stürzt eigentlich ab, weil Evelyn versucht, ihn zu zaubern und hier zu verzaubern. Und hier haben wir eben auch eine interessante Neuerung. Man at Arms spricht es auch schon ganz am Anfang an. Magie und Technik vertragen sich nicht. Man kann mit Magie Technik nicht beeinflussen. Und Evelyn versucht hier den Windrider zu steuern mit Magie und daraufhin schmiert er ab. Mhm. Genau, richtig. Auch eine sehr, Kaputt. sehr interessante Überlegung. Das fand ich wirklich einen spannenden Ansatz. Und, ja, natürlich, schafft es Man at Arms in letzter Minute, den Windrider vor der totalen Zerstörung noch halbwegs, glaube ich, abzufangen, beziehungsweise, ja, er schafft es irgendwie, ihn zu Boden zu bringen. Mhm. Mhm. Evelyn verschwindet dann einfach. Da muss ich, sagen, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber irgendwie haut sie, glaube ich, einfach ab, oder? Die ist dann irgendwie weg. Ich müsste es mir jetzt noch mal anhören, aber ich meine Ich muss halt auch auch, noch mal hören, ja. auch da habe ich ne, das habe ich mir nicht notiert, aber ich meine, da war auch irgendwas halt, ja, wo ich gesagt habe: „Wo ist sie? Was wie geht's jetzt weiter, ja? Wie kommt jetzt die Brücke Ja. dahin, wo sie dann ist Also, oder man was sie man dann macht?“ erfährt ja auch gar nicht, wo sie mit Man at Arms eigentlich hin will, ne? Sie ist mit ihm unterwegs, weil er den Windrider bedienen kann und sie eben Genau, nicht. richtig, Benutzt sie ihn sozusagen, richtig. und dann ist sie nachher weg und dann haben wir jetzt den interessanten Punkt, wo He-Man sich Man at Arms und Orko offenbart mit etwas seltsamen Begründung. Ähm, ja, was soll ich sagen? Der hätte nicht so viel essen sollen, der gute He-Man. Dann hätte er vielleicht auch Alles Muskelmasse. auf 'n Jet-Sled gepasst. Ja. Aber, fand ich auch 'n bisschen komisch, dass He-Man halt mehr oder weniger die unterm Strich ist es so, dass er sich zurückverwandelt und man hört es auch. Ja, Mhm. er sagt ganz genau, bei der Macht von Grayskull: „Nimm die Zauberkraft zurück“, und dann wird er wieder zu Adam. Und, Mhm. dann offenbart er sich halt damit Orko und Man at Arms, sagt denen halt, sie dürfen's halt nicht weitersagen et cetera und so weiter. Aber, Mhm. als He-Man wäre er zu schwer für den Jet-Sled. Und als Adam wiegt er halt Ja. nur noch die Hälfte und deswegen kann er mit dem Jet-Sled fliegen und das ist die Beziehungsweise es geht ja darum, dass er unbedingt Man at Arms mitnehmen will. Und Man at ja, Arms und genau. He-Man, die würden nicht zusammen auf den Die würden nicht Jetset zusammen passen. genau, die würden nicht Ja, zusammenpassen, ja, aber dass das halt die große Begründung ist, wieso Man at ja, Arms und Orko von He-Man wissen, den es vielleicht schon seit Jahrtausenden gibt, weil keiner hat ihn gesehen und sowas. Und jetzt auf hoppla hopp sieht ihn auf einmal jeder und zack, wissen schon 2 Leute, wer er wirklich ist, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Fand ich auch 'n bisschen also, da hätte man auch was ich meine, ist immer schwer, ich bin kein Autor und so weiter, ja. ja, aber wenn man's dann hört, Es wirkt ähm etwas konstruiert. genau, richtig, dann denke ich mir, es hätte doch 'ne bessere Möglichkeit gegeben, Mhm. die beiden Wobei He-Man einzuweihen, ja, ja. das sehe ich auch so. Wobei He-Man sagt so was wie: „Ich wollte es euch schon lange sagen“ oder so, wo man auch sich wundert, okay, keiner hat ihn jemals gesehen, aber er wollte es schon lange mal sagen, dass er eigentlich He-Man ist, obwohl He-Man noch kaum jemand irgendwie kennt. Er ist Genau, ja bisher nur so 'ne genau. Sage. Aber auf jeden Fall, sei es wie es will, er verwandelt sich zurück, er offenbart sein Geheimnis und wieder kommt dieses: „Es darf aber sonst keiner wissen“ und wieder frage ich mich: „Warum?“ Warum Mhm. wird die arme Thiele eigentlich nicht eingeweiht? Das wäre ja vielleicht hier auch mal Aber weißt du 'ne ja nicht, vielleicht Möglichkeit, passiert das neue ja. Wege zu gehen. Genau, Ja, ich richtig. glaube es auch nicht. Und Also, wenn das ausgerechnet Orko, die größte Plappertasche, erfährt mal wieder das Geheimnis. ja. Oh, der Dan ist da. Sehr Ah, schön. moin Ben, Hallo. grüß dich. Morgen alles anhören, genau, richtig. Schön genießen lassen, beziehungsweise das Hörspiel hoffentlich, kennst du schon, weil Ja. hier wird ganz schön viel gespoilert. Ja, genau. Ja, auf jeden Wieso Orko Fall, genau, richtig. Also, genau, Orko mal wieder, der auch direkt dann gleich in der nächsten Gelegenheit, He-Man mit Adam anspricht und dann genau, Man at richtig. Arms sagt: „Psst, Orko, psst.“ Genau. Und dann kommen wir nämlich eben zu dieser Szene, die offenbar das Cover des Hörspiels, abbildet.
nämlich sie fliegen zu Grayskull. He-Man sagt, die Burg muss auf jeden Fall beschützt werden. In der Zwischenzeit ist der wütende Mob schon vor Ort. Und wer ist der Einzige, der sich dem Mob erstmal entgegenstellen kann? Na? Wer ist es? Fisto. Es ist der Da mächtige kommt er. Fisto. Mhm. Fisto wurde gerufen von Teela über Kommunikator. Er soll gefälligst mal herkommen und diese seltsame Burg, Fisto will sie erst zerstören, sagt, soll ich sie kurz und klein hauen? Aber wir haben gesagt, nee, du sollst die Burg beschützen. Ja, und da gibt's dann auch eine sehr schöne Begegnung mit den Bewohnern aus dem Dorf. Das finde ich sehr schön beschrieben, wie also Fisto es ganz alleine mit seiner Präsenz schafft, man weiß noch nicht, wie viele Man Dorfbewohner es weiß es sind. Es nicht, werden ja. jetzt wahrscheinlich nicht ewig viele sein, aber er schafft es auf jeden Fall, sie im Zaum zu halten. Mhm. Bricht auch so einem Jungen da direkt mal die Dachlatte aus der Hand und zeigt damit schon, wie kräftig er ist. Dann kommt noch Teela und habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Wie heißt er noch? Renius. Renius. Genau, Remus Teela und ist ein Renius kommen dazu. Transport-Dings, ja. Genau. Mhm. Und dann stellen sie sich praktisch zusammen gegen die Dorfbewohner und dann erscheint eine neue Figur auf der Bildfläche, nämlich die Sorceress. Wie hat dir die Sorceress gefallen? Von der Stimme her super. Ja, Weil fand ich auch. Ganz, ganz stark. Kerstin Dräger ist halt, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal kurz gucke, ist es für mich, glaube ich, ich muss jetzt sagen, für mich die bekannteste Stimme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Tochter von Wolfgang Träger, der keine Ahnung wie viele Jahrzehnte Kommissar Glockner gesprochen hat bei TKKG, ja, ihr Vater. Und der Bruder, Sascha Dräger, halt Tim bzw. Tarzan von TKKG immer noch spricht. Ja, von Anbeginn. Mhm. Ja, und also Hörspielsprecherfamilie durch und durch. Und deswegen war ich sehr begeistert, wie ich gehört habe oder gelesen habe, dass sie auch eine Sprechrolle hat. Und ich fand's, ja, Guck mal, da super. kommt eben Frank, der Hörspielexperte. Das habe ich alles nicht gewusst, aber ich habe Aha, sofort gedacht, die Stimme ist super. ja. Ganz, ganz toll spricht sie die Sorceress. Mhm. Und ja, jetzt kommt ein interessanter Moment. Die Dorfbewohner sind da. Hordak mit seiner Horde hält sich noch so ein bisschen im Hintergrund. Die Sorceress sagt, hier, liebe Dorfleute, Grayskull ist nicht die Wurzel allen Übels hier. Und sie spricht Hordak an. Und sie sagt zu Hordak, er solle seine Maskerade fallen lassen. Und hier haben wir uns ja beide gefragt, Mhm. wie ist das zu verstehen? Ist das im wortwörtlichen Sinne? Hat Hordak eine Maske, ähnlich wie Trapjaw in Die Hörspiel Sturmaufgabe Folge 3 Grayskull. damals, Sturm Mhm. auf Castle Grayskull? Oder ist mit Maskerade nur gemeint, er solle nicht mehr so tun, als würde ihm irgendwie das Wohl des Dorfes am Herzen liegen. Denn Hordak reagiert damit mit einer, finde ich, sehr, sehr starken Stimme. Da gefiel er mir richtig gut, wo Mhm. dann praktisch losbrüllt und die Horde zum Angriff ruft. Aber die Dorfbewohner reagieren nur, indem sie halt verwundert sind, warum Hordak jetzt auf einmal mit der Horde gemeinsame Sache macht, aber Ja, spricht niemand ja, von seinem Aussehen. ja, Also wir erfahren genau. hier wieder nicht, hat sich sein Aussehen geändert oder sah er die ganze Zeit so aus, wie er halt aussieht. Richtig. Erfahren wir Vielleicht kann die nicht. Retrofabrik noch mal was zu sagen. Wird das noch aufgeklärt oder was habt ihr euch dabei gedacht? Sah Hordak netter aus oder ich habe im Nachhinein noch gedacht, eigentlich wäre das eine klassische Rolle für King Hiss gewesen, weil der hat doch eigentlich dieses Feature, dass er so Das nett daherkommt mit seinem stimmt. hübschen Gesicht Das und stimmt. es sich dann erst später offenbart. Wir erfahren es nicht so richtig, ob Hordak so aussah, wie er aussah oder eben nicht. Und jetzt Mhm. kommt ein Punkt, der mir nicht so gefallen hat. Und zwar mehr oder weniger kündigt sich der finale Kampf an. Fisto, Tila und Remus treten Renius. an. Renius, sag ich ja, treten Renius. an gegen Montana, Grislow und Leech. Und es wird leider der Kampf nicht beschrieben. Es hätte mich hier sehr interessiert, wie gerade Tila und Renius gegen solche Monsterkämpfer bestehen können.
Fisto traue ich das natürlich zu, dass er da einiges Mhm. reißen kann, Mhm. aber wir erinnern uns vielleicht an, die, Interpart-Comics, wo Mantenna mit einem einzelnen Blick Fisto sofort hypnotisiert hat und aus'm Spiel genommen hat. Und ich finde es sehr schade, dass man hier die Gelegenheit nicht genutzt hat, den Kampf 'n bisschen spannender zu gestalten, indem der Sprecher 'n bisschen erzählt, was grade passiert. Wir erfahren nichts. Wir hören einfach nur Kampfgeräusche und der Sprecher sagt dann eben, ja, dass die Kämpfer des Guten langsam erlahmen. Sie können sich nicht mehr der Übermacht der Horde erwehren, aber wir verstehen nicht genau, was eigentlich passiert, bis dann, ja, He-Man buchstäblich vom Himmel fällt. Hm, ich kann das jetzt gar nicht so äh, ich müsste es mir Hast noch nicht mal so anhören. Ich müsste es mir noch mal mhm. anhören, aber das ist jetzt nix, was mir jetzt negativ aufgestoßen ist, dass da nicht Mhm. 'n Sprecher dazwischen geht, sage ich mal, und sagt halt jetzt, der kämpft gegen den und der kämpft gegen den und der packt sein, Schwert aus und der packt sein Schild aus und keine Ahnung Mhm. was. Das fand ich jetzt nicht wirklich störend oder Deswegen negativ. ja, deswegen, reden wir ja drüber. Ja. Mich ich finde halt, ja, es war schon bei den alten Hörspielen so, es wurde selten genau beschrieben, was da jetzt an Kampfhandlungen grade passiert. Mhm. Manchmal hat Mhm. wurde es so 'n bisschen vom Sprecher aufgegriffen, wer grade wie agiert. Grade, die Kämpfe bei Teil 3, wir haben schon mal drüber gesprochen, Sturm auf Castle Grayskull damals, da finde ich, hat der Sprecher das ganz toll gemacht. Der hat wirklich eingefangen, man konnte sich vorstellen, was es wurde nicht jeder Faustschlag beschrieben oder wer Mhm. mit welcher Waffe grade was macht, aber man konnte sich 'n gutes Bild vom Kampfgeschehen machen, fand ich. Es war alles Mhm. sehr Mhm. deutlich, wie Battle Cat dann eingreift und wie sie sich immer wieder gegen diese riesigen Roboter, Ameisen, entgegenwerfen, aber nicht so richtig vorankommen. Ram-Man taucht auf, also, und rammt alle weg. Da wird's sehr deutlich. Und hier Mhm. hat mir das 'n bisschen gefehlt, weil ich mir eben auch nicht vorstellen konnte, wie eine Teela, wie ein normaler Soldat gegen diese Kämpfer, bestehen kann, überhaupt nur wenige Minuten. Und die kämpfen offenbar länger gegen die Horde, bis dann halt He-Man kommt. Und das finde ich dann 'ne starke Sequenz, denn er lässt sich fallen vom Jet Sled und verwandelt sich im Fallen in He-Man. Und das ist, glaube ich, die Szene, die wir auf dem Hörspielcover sehen. Ja, na gut, dass keiner nach oben guckt und dann erst mal Prince Adam sieht, weil dann wäre das Geheimnis ja ganz, aufgeschmissen. Das stimmt. Aber Ähm, er war ja sehr, sehr hoch wohl über den Wolken offenbar. ja, Retrofabrik hat ähm, auch gerade ich wollte geantwortet. grad Kannst du vielleicht sagen. noch mal einblenden? Mhm. Ja. Um das klarzustellen, Hordak sah aus wie immer. Und It Maskerade ist das Verhalten, Mit also, mit Maskerade Maskerade, ist ja, das ja. Mhm. Verhalten gemeint, okay. In der Welt gibt es halt sehr viele Gestalten, die nicht menschlich aussehen. Guck mal, die sind alle sehr aufgeschlossen. Selbst so 'ne Vampir-Monster-Fratze wie Hordak, der wird erst mal, freundlich aufgenommen. Aber der redet ja auch ganz lieb und nett wie 'n Opa. Also, von daher Das stimmt. man soll die Leute ja nicht nach seinem Aussehen beurteilen. Ähm, Tobi ist auch 'n bisschen meiner Meinung. ja, Mhm. Finalkampf wäre mehr drin gewesen. Ja, aber, ich fand's jetzt gar nicht so schlimm. Ja, also, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt versucht hat, irgendwie jetzt ganz schnell zum Ende zu kommen und einfach 'n Cut zu machen oder so was. Ich fand das okay und wir Mhm. haben ja jetzt muss ich grad wieder nachdenken. Wie viel Hörspiele sollen kommen? Erst mal 30? Ah, das weiß ich nicht. Glaube ich. Ja, von daher, wir haben ja noch viel zu gehen, ja, und, Mhm. ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber was du eben gesagt hast, weil du wieder noch mal zur Folge 3 der Original-Europa-Hörspiele bist und hast Battle Cat erwähnt. Mhm. Mhm. Ich bin gespannt, wenn Battle Cat auftaucht, weil er taucht ja in dieser Folge gar nicht auf, ja. Erst mal Mhm. bin ich gespannt, ob er auftaucht Mhm. und wenn ja, ob er spricht. Da bin ich auch gespannt. Ich meine in der ähm, in den ist das die Netflix-Serie? Ich weiß es gar nicht. Ähm, hier spricht Mantenna spricht Toni Sattler und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich meine, er spricht da den Battle Cat. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm ich bin sehr gespannt ob Battle Cat vorkommt und ob er, wie gesagt, dann eine Sprechrolle haben wird. Und
Wo habe ich das denn gesehen? Ich habe auf jeden Fall schon das Cover von Folge 2 ja gesehen und da sind ja weitere Charaktere Ja, das ist drauf, in der CD die drin, noch genau. gar nicht vorkommen in Hörspiel Mhm. 1. Das heißt, es wird Mhm. das Universum wird auf jeden Fall ausgebaut mit weiteren Gott sei Dank, mit Mhm. weiteren Charakteren. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob Battlecat auch mit dabei ist. Ja, Ja, ich denke das schon, dass man so ein beziehungsweise ich weiß es, ich habe es schon irgendwo gehört, aber ich will nicht zu viel, sagen. Also, ich würde mich wundern, wenn er nicht auftaucht, sagen wir mal so. ja, würde ich mich Aber auch. stimmt, Aber man hat ihn hier erst mal, man weiß ja rausgelassen. nicht. Alles neu, Ähm, sage ich nur. Man ja, weiß es ja alles nicht. neu, genau. Genau, das ist ja dann, ja, der finale Kampf, ne? He-Man, schafft es natürlich ohne größere Anstrengung, die 3 Horde-Kämpfer und Hordak selber in die Flucht zu schlagen. Orko kommt, Man at Arms, ist wieder bei Sinnen und, erzählt, wie er die Werkstatt verwüstet hat, was ich sehr, sehr witzig finde. Und dann wird's noch Mhm. mal interessant, denn wir haben gleich 2 ja, Post-Credit-Scenes, sagt man im Kino, glaube ich, dazu. Eigentlich ist die Handlung schon beendet, aber es passiert dann doch noch was. Wir haben 2. Ich hoffe, ich bin da Ja, nicht eingeschlafen. Du musst mich aufklären und die Zuschauer vielleicht und die vielleicht Zuhörer und hattest du, Zuschauer auch. vielleicht hast du 'n Sekundenschlaf. Wir haben einmal noch 'ne Sequenz mit Teela und wir haben noch 'ne Sequenz mit Evelyn. Und grade die mit Teela fand ich sehr lustig, wo sie zu einer Person hingeht, die für mich zu 100% Gwildor ist. Ich bin sehr, sehr enttäuscht, Retrofabrik, wenn das nicht Gwildor ist, mit dem Teela da gesprochen hat. Weil ich finde, der klingt so 100% wie der Gwildor aus dem Kinofilm, der da in der, die zweite ist ja auch ein Hidden Track, okay. Weil Teela ist zurück im Schloss und möchte mehr oder in der im Palast und möchte mehr über Hordak erfahren und geht zu jemandem hin Oh, und danke. fragt Ja. ihn Mhm. nach Hordak und ich glaube auch nach Castle Grayskull oder nach He-Man, ich weiß es nicht mehr ganz genau, nach noch etwas. Und die Person kann erst mal nicht viel da drüber sagen und dann sagt er: „Ja, ich gucke mal hier im Lexikon unter H." Das fand ich dann irgendwie sehr, sehr witzig. Und er sagt: „Ich gucke mal unter H, da werde ich den Hordak bestimmt finden." Und diese Person, er wird nicht mit Namen angesprochen, aber für mich klingt das 1A, als wenn das Gwildor wäre, der da vielleicht in irgendeiner vielleicht ist er der Hüter der Schriftrollen in, Eternus und ist da der Bibliothekar und, ja, muss jetzt recherchieren in den alten, Schriftrollen, was es mit Hordak auf sich hat. Und da guckt man natürlich als Erstes unter H nach. Das macht Sinn. Das macht Sinn, vor allem, weil da muss ja was drinstehen, weil der ist ja schon ganz alt. Also, da muss ja schon Ja, irgendwas zu verfasst worden sein. Und, ich finde das Motto bestimmt gut. genau, was ich mir wünsche, ist, dass der Erzähler mehr zum Einsatz kommt, sagt der Pepi. Das Der sehe war ich sehr auch zurückhaltend. so, ja, das sehe ich auch so. Ich meine, es gibt Hörspiele, Mhm. wo gar kein Erzähler dabei ist, die funktionieren auch. Ja, manche Mhm. funktionieren nicht. Ähm, hier, das hat ohne oder mit wenig Sprecher oder mit wenig Erzählereinsatz auch funktioniert, aber ich glaube, wie du schon eben gesagt hast, auch bei dem Kampf, bin ich nicht ganz so, dass der Erzähler da so viel erzählen muss. Aber Mhm. wenn das Ganze mehr beschrieben wird, wenn die Szenerie mehr beschrieben wird, ja, das Mhm. glaube ich, würde dem Hörspiel noch mal eins noch oben drauf geben, noch mal 'n bisschen pushen, sage ich mal halt, ja. Da bin ich dabei. Das denke ich auch, ja. Ja. Herr Tobi fragt auch noch grade, was ich auch schon ganz kurz gesagt habe. Es sind auch so 'n paar Einschübe aus dem Masters of the Universe Realfilm dabei. Als Erstes ist es mir aufgefallen, als, nachdem He-Man mit Teela und Rhenius besprochen hat, wer jetzt was macht, nämlich dass er hinter Man at Arms hinterhergeht und die anderen die Burg verteidigen sollen, Mhm. sagt ich glaube, er ist das, sagt: „Gute Reise" zu den anderen. Und ich musste 'n bisschen schmunzeln, weil, man weiß natürlich, als Masters, Insider, sage ich mal, Gute Reise ist der Gruß aus dem Mhm. Kinofilm. Mhm. Und ich muss aber sagen, ich fand's an der Stelle 'n bisschen unpassend.
Weil ich meine, es wird ein Kampfplan besprochen, ja. Die einen sollen das Schloss vor dem wütenden Mob verteidigen, He-Man will hinter Man at Arms hinterher, es ist richtig Action, es geht um was und dann sagt er, gute Reise. Irgendwie finde ich, ist gute Reise an der Stelle unpassend. Ich hätte es irgendwo am Ende besser gefunden. In dem Moment Ja, dachte ich ja, so, ja, gute wo du es Reise, jetzt, wo du es okay. sagst, Aber man hat, stimmt man hat natürlich eigentlich, ja. verstanden, was war ein kleines Easter Egg, ja. Mhm. Ja, hast du recht, hast Und du recht. was ich auch das Gefühl hatte, dass während Man at Arms Evelyn so ein bisschen was erklärt, dass er auch einige Begriffe aus dem Film benutzt, einige Abstände oder zeitliche Epochen. Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau Du im hast Kopf. eben hast du noch Parasex gesagt. Da weiß ich gar nicht, Parasex, glaube ich. ob Ich das weiß so es ist, nicht, ob sie aber ich waren. weiß, dass Parasex auf jeden Vielleicht Fall halt im Star Wars-Universum vorkommen. Star Deswegen Wars, weiß ich jetzt ja. auch nicht mehr genau, was er genau gesagt hat. Ja, muss man sich auch noch mal anhören, aber das werde ich nachher auf jeden Fall noch mal tun. Ja, auf jeden Fall sind so ein paar Anspielungen aus dem Film mit drin. Das fand ich auch ganz nett. So ein paar Mhm. diese Easter Eggs, das ist natürlich ganz witzig. Genau, und dann haben wir noch eine zweite Post-Credit-Scene, nämlich die mit Evelyn. Und da wird's noch mal spannend. Ne? Was erfahren wir da? Wo ist Evelyn hin? Sie ist offenbar nach Snake Mountain. Und das habe ich nicht so ganz mitgekriegt. Wie ist sie da hingekommen? Warum ist sie dahin? Ja, also ich denke, sie wollte sich von Man at Arms wahrscheinlich hinfliegen lassen, denn als sie hört, dass Castle Grayskull wieder aufgetaucht ist, ist das für sie ein Signal für irgendwas. Sie sagt irgendwas wie, ähm, oh ja, jetzt wird es wahr oder jetzt erfüllt sich die Prophezeiung. Irgendwas in der Richtung sagt sie an der Stelle und ist ganz aufgeregt. Und dann ist sie irgendwann in Snake Mountain angekommen. Da ist niemand mehr, das ist Mhm, verwaist. mhm. Und sie will irgendwen befreien. Man erfährt nicht genau wen. Sie hat das Buch des Bösen dabei. Das hat mich auch gewundert, wo sie das plötzlich her hat. Und das Buch des Bösen kennen wir ja aus dem allerersten Ehapa-Comic. Da Ja, findet Skeletor das ja im Sand, mehr oder weniger ein paar Meter weg von Snake Mountain. genau, direkt Und schön da habe ich freigelegt. überlegt, genau, halb freigelegt. Und da habe ich überlegt, ob Evelyn das Buch vielleicht ja in der Ebene der Ewigkeit gefunden hat. Vielleicht werden wir das ja noch erfahren. Auf jeden Fall hat sie das Buch des Bösen dabei und will damit die Magie neu entfachen, neu fließen lassen oder sowas, sagt sie. Sie Mhm, bricht mhm, dann mhm. irgendein Siegel auf, aber sie erreicht nicht den sie eigentlich erreichen wollte, sondern, Oh, sollen wir das jetzt sagen? ja, Ja, wir Spoilerwarnung haben 'ne ist direkt Spoilerwarnung eingeblendet. drin. Ja, Ja, auf komm. jeden Fall kommt 'ne Stimme aus dem nicht aus dem Off, aber doch 'ne Stimme Ja. und, Also sie spricht irgendwer dann kommt. genau, Wir können es auch offen lassen, aber sie spricht dann kurz mit ihm und, ja, dann fragt sie auch, glaube ich, nach seinem Namen und, ich finde die den Stimme sagt er richtig dann auch. gut. Ich finde die Ja, Stimme richtig stark. gut. Ja, Ich habe und wirklich Angst gehabt, dass ich dachte, weil diese Person klingt ja immer anders in jeder mhm, Reinkarnation und ich hatte mhm, wirklich Sorge, na, wie wird er sich anhören? Aber er klingt stark, muss man sagen. Er klingt sehr stark. ja. Von wem ist eigentlich das Hörspielcover gezeichnet? Ist das nicht vom guten Carsten Clinch? Oder ne, oder? Nein, Ne, nein, ich glaube diesmal nicht. Ne, 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 ne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht von ihm ist. Wenn die Retrofabrik noch da ist, ne. äh, Die könnte es Charakterzeichnung ist, glaube ich, von ihm, ne? Der He-Man und der Adam. Oder? Ich weiß auch nicht ganz genau. Ist das von Simon ne, Eckhardt? ne, nein, auch nicht. Es Nee, er ist schreibt es gerade. Nein, ich wollte grad sagen, Riyad, es ist was nicht Deutsches, also vom Namen her auf ja, jeden Fall. Genau. Riyad Riyad Yusri. Yusri. Okay, Ja, sagt mir gar genau, nichts, aber wollte ich stark nämlich grad gezeichnet. sagen. Also Ja, Daumen hoch, Ich finde die das ist Zeichnung mega. super. Also, der Hordak, finde ich halt, sieht 'n bisschen nach der ich finde, der sieht 'n bisschen nach der war das die Netflix-Serie? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der sieht sich so 'n bisschen ähnlich. Aber Weiß ich nicht. man erkennt ja die Figuren auch alle sofort, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass die komplett Ja, anders abstrakt gezeichnet großartig. sind oder so was. Also, es hat schon Ne. 'n gewissen Stil, sage ich mal, der richtig gut ist. Mhm. Ja, guck mal, da steht's auch. Carsten hat die Karten und das Ja, wenn Comic wir im den Mediabook Tobi nicht gezeichnet. hätten Ja, hier. Ja, das ist der Carsten. genau. Tobi weiß Bescheid. Er ist Tobi Profi. weiß Bescheid. Den müssen wir nächstes Mal einladen. Ja. Ja, sehr Er hat gut, auch sehr gut. geschrieben, die Unbestechlichen sind zum Beispiel auch dabei. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, was er damit gemeint hat.
Welche Unbestechlichen? Was, wo, wie? Vielleicht irgendein Zitat aus dem Film oder? Wahrscheinlich, ne? Ach hier, die 'N Unbestechlichen bisschen sind zum Beispiel auch dabei. Wüsste ich jetzt auch nicht direkt. Ach, okay. So, Simon Eckert hat die Charaktere im Mediabook gezeichnet, bei der Biografie. Okay, also ist ein Gemeinschaftsprojekt auf jeden Fall. ja. Bei Oder wir der müssen Tobi Biografie. seinen, Status als Experte wieder entziehen. Weil er hat ja gesagt, Carsten hat die gezeichnet. Simon hat die Charaktere im Mediabook oder ist mit Charaktere noch was anderes als das Comic gemeint? Ich weiß es nicht. Oder war tatsächlich Carsten Klinsch und Simon Eckert beteiligt? Moment. Tobi sagt Moment. Okay, wir werden vielleicht es noch Wir werden aufklären, uns aufklären. aber Ach, man hier kann ist doch sagen jetzt muss ich grad mal gucken, wo es ja. Musik, Vorlagen, Cover, Illustration, Carsten Klinsch, Simon Eckert. Ach, beide tatsächlich, Steht ja okay. Illustrationen steht hier, genau. Alles klar. Ja. Genau. Würde ja auch passen, weil der Simon Eckert ja auch schon ne, der Carsten war es, ne? Jetzt kommen wir selber schon durcheinander. Der Carsten hat doch das Cover Carsten hat vom die Interpart ja, genau, gezeichnet, richtig. ne? Ja. Richtig. Mhm, mhm. Deswegen passt das ja auch, dass er jetzt auch wieder dabei ist, finde ich auch sehr, sehr schön. Ich mag den Stil auch sehr gerne. Es gibt im Mediabook ein kleines Charakterbild bei der Biografie. Ach, nur Das ist das? von Okay. Simon. Das habe ich Ach, das eben gesehen bei okay. der Biografie von dem He-Man-Sprecher. Das habe ich eben grade gesehen. Dann ist es das hier. Sieht man das? Das He-Man-Bild. Ah, okay. Der He-Man-Sprecher erinnert mich 'n bisschen an Jesus. Auf dem Bild ja. Er guckt Ja. doch grade, als hätte das Wasser in Wein verwandeln nicht geklappt. Aber okay. Ähm Nein, alles Ja, und gut. damit endet das Hörspiel dann, ne? Richtig. Haben Das wir jetzt ist dann die gesagt, letzte wer's war? Szene. Also, ich meine, es war Nein, haben wir Snake nicht Mountain, gesagt. also oder Burg Drachenstein oder wie immer. Ich glaube, es war ja. Ah, die Sabine Guck ist mal, auch da. Sabine ist auch noch reingekommen Hm, ganz zum Schluss. da ist sie, jawohl. Ja. Ähm, hallo. Ja, aber Ja, und das war damit das endet das Hörspiel. Hörspiel. Genau, richtig. Genau. Und weißt du, was meine größte Frage war, nachdem ich das Hörspiel zu Ende gehört hatte? Ich bin gespannt. Ähm kurzer Aussetzer. Ich habe grade Okay. überlegt, wie das noch mal war am Ende. Irgendwie reden sie noch darüber, dass man irgendwie die Masters zusammenbringen müsste oder dass man irgendwelche Kämpfer braucht, ne, weil Mhm. jetzt, ne, drohen neue Angriffe von der Horde, von wem auch immer. Und da habe ich mich 2 Sachen gefragt. Wieso gibt es die Masters schon, wenn es He-Man nicht gibt in der Welt bisher? Es gibt kein Skeletor, es gibt auch kein Hordak, ne? Die tauchen jetzt ja alle offenbar neu auf. Was haben die Masters so gemacht bisher? Warum gibt es ein Fisto mit dieser riesigen Faust? Wofür hat er die? Gegen wen hat er gekämpft? Und was ist mit den anderen Masters? Denn es wird namentlich unter anderem Mekaneck erwähnt. Und das hat mich sehr, sehr gewundert. Denn was ist das Feature von Mekaneck? Er hat diesen Speer. Techno-Hals, ne? Er Mhm. hat diesen Hals, der aus einer Technologie hergestellt wurde, die Die es ja eigentlich nicht mehr gibt. unglaublich ist. Und es ist eine Technik, die wir selbst hier auf unserer technischen Welt nie Mhm. haben werden, so rum. Mhm. Irgendwas mit Nanotechnik und dieser Hals kann sich, sozusagen unendlich verlängern. Jedenfalls war Mhm. es ja im 2000X-Cartoon so dargestellt. Und von wem hat Mekaneck seinen Hals? Von Genau. Man at Arms doch eigentlich. Aber wenn Man at Arms nicht mal einen Wind Raider, bauen kann, wie kann er und es keine Technik gibt, hat dann Mekaneck 'n Holz Hals oder was wird da sein? Da bin ich sehr gespannt, ob das aufgegriffen wird, das Thema. Also, ich bin auch gespannt, aber auf jeden Fall, was man ja sagen kann, ist, dass, Mekaneck auf dem Cover von Folge 2 zu sehen ist. Ja, Also, von er ist daher da wird zu er sehen. da mit dabei sein und dann bin ich Ist auch er vielleicht gespannt, auch genau. sehr, sehr alt? Kommt er vielleicht aus einer Zeit, als es noch Technik gab, aber er sieht nicht Das so alt kann aus, sein, oder? aber da kommen aber viele daher, ja? Also, mein Hordak kommt daher, Evelyn kann zaubern, Magie haben, also ist sie auch irgendwie schon älter oder hat's von irgendjemand Älterem gelernt oder keine Ahnung was. Mhm.
erfährt man ja auch Also die nicht. Magie wird ja jetzt wohl dank Evelyn wieder eine Heimat auf Eternia finden, denn sie sagt ja, durch diesen Siegelbruch lässt sie die Magie irgendwie wieder Mhm, fließen. Also Magie ist mhm, wieder da, mhm. aber Technik nicht. Und da frage ich mich wirklich, was ist mit Mechaneck und was ist mit Roboto, wie Ferro immer sagt, oder Roboto? Mhm. Ähm, was ist mit ihm? Er ist ja Ja, es gibt komplett 'n ein künstliches, technisches Wesen, was von Man at Arms gebaut wurde. Das wird spannend, wie das ja, dann alles erklärt es wird. gibt 'n paar Sachen, die ja, wo ich auf Auflösung hoffe, sage ich mal. Wie ganz zu Mhm. Anfang hattest du erwähnt, dass diese Bauern halt gesagt haben, dass ihr Opa von 'nem, mechanischen Pferd erzählt hat, was es früher mal gab und Ja, so weiter halt, ja. Also, genau. ist Der wohl Opa hat Stridor von mit einem gemeint oder Reiter auf was auch einem immer. mechanischen Pferd Genau, berichtet, richtig. ja. Und da könnt ihr auch Mechanic drauf sitzen oder vielleicht war's sogar Trackstar, aber, das ist jetzt wieder zu nah an den Hörspielen oder an wo wir jetzt eigentlich ja von weg sind oder so. Also, es bleibt sehr, sehr spannend. Aber was ist denn so dein Fazit jetzt von der Folge? Ich meine, wir haben sehr viel jetzt drüber Ja. gesprochen, auch sehr Mhm. viel, wo wir noch im Unklaren sind, sage ich mal. Ja. Ähm, Also, ich sage mal, mein Fazit, wenn man mal so von 5 Sternen ausgibt, ich würde wohlwollende 3 Sterne geben. Begründung: Mir sind 'n bisschen zu viele Sachen offen geblieben für 'ne erste Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, dass nicht so viele Sachen offenbar mit ins zweite oder in irgendein Folgehörspiel getragen werden. mhm, Aber es sind nicht diese klassischen Cliffhanger, ne? Es sind einfach mhm, so, wenn man sagt, es endet völlig offen, wäre auch 'ne Option gewesen. Hätte ich nicht gut gefunden, aber wäre ja 'ne Möglichkeit gewesen, dass man einfach sagt, es endet mit 'nem Kampf oder so, wo die Guten grad unterliegen. mhm, Es ist kein Cliffhanger, es endet eigentlich schon, nur es bleiben halt sehr, sehr viele Fragen offen. mhm, Ich finde 'n bisschen zu viele. Ich hätte mir 'n paar mehr Erklärungen gewünscht, aber man kann das Ganze natürlich auch nicht überfrachten, ist auch verständlich. Mein mein größter Kritikpunkt ist eigentlich, es war mir letztlich nicht spannend genug. Oft war das so in den und ich muss leider immer wieder darauf zurückkommen, es ist nun mal so, die Europa-Hörspiele, ne, man vergleicht mhm, es nun mal einfach mhm, damit. Und in den Europa-Hörspielen wurde immer unheimlich viel Spannung aufgebaut. Finde ich selbst heute noch, wenn man's als Erwachsener hört, sind da viele Sachen, die sehr geheimnisvoll, sehr mysteriös sind. Vieles davon wird auch nicht wirklich aufgeklärt. Aber es gibt so Trigger Punkte, wo man weiterhören will, wo man sagen will: „Das finde ich spannend. Wie wird das jetzt aufgeklärt? Warum sind da jetzt magische Fäden, die sich da bewegen oder was ist mit dieser Figur, die da in dieser Säule, die Schattengestalten, die da irgendwo auftauchen und so. Also, es passieren so viel geheimnisvolle Sachen in den alten Hörspielen und hier nicht so wirklich. Es ist 'ne sehr stringenter Handlungsablauf. mhm, Ich finde es kurzweilig. Ich habe mich nicht gelangweilt, auf gar keinen mhm, Fall. mhm. Ich fand auch nicht mal, dass sich der Anfang gezogen hat. Ich fand es ließ sich wunderbar hören, aber so im Nachhinein dachte ich, es ist nicht so viel Mysteriöses passiert Das stimmt. und, es ist nicht, wie gesagt, nicht so sehr spannend gewesen, weil ich fand auch, es wurde die Bedrohung nicht so klar herausgearbeitet. Sowohl bei den Ehapa-Comics, das haben die eigentlich immer gut gemacht, als auch bei den alten Hörspielen gab es eigentlich immer 'ne sehr, sehr mächtige Bedrohung, mit der man am Anfang konfrontiert war und die, finde ich, fehlt hier komplett. Da haben wir jetzt 'ne Handvoll Bauern mit, keine Ahnung, Mistgabeln und Fackeln, die auf dieses übermächtige, magische Castle Grayskull losgehen wollen. Ja, sie kommen ja nicht mal bis Mhm, dahin, aber mhm, mhm. habe mich auch schon gefragt, wo ist die Bedrohung hier ganz genau? Also, wenn Fisto da jetzt nicht gestanden hätte, was wäre dann passiert? Hätten die Dorfbewohner, weil sie nicht im Kern böse sind, es geschafft, Castle Grayskull einfach so zu stürmen? War das die Idee dahinter? Oder was hat Hordak sich überhaupt gedacht, diese Dorfbewohner gegen Castle Grayskull zu schicken? Also, mir hat da tatsächlich 'n bisschen diese Bedrohung gefehlt, die wir Ja, halt das stimmt, aus anderen Geschichten das halt stimmt. sehr, sehr deutlich immer wahrgenommen haben. Und dadurch war eben auch die Spannung nicht so da und He-Man hatte ja auch überhaupt keine Probleme, hier irgendwie den Sieg davonzutragen, ne? Auch das, finde ich, war auch so 'nem was die damaligen Hörspiele sehr, sehr gut gemacht haben, dass sie He-Man einfach viel von seiner Kraft genommen haben und dadurch
waren immer wieder wirklich bedrohliche Situationen da, also was es im Cartoon ja auch kaum gab, ne? Im Cartoon war er auch so Mhm, übermächtig, mhm, dass mhm, er nicht oft wirkliche Probleme hatte, aber er hat mhm. doch immer 'n bisschen gestruggelt und in diesem Hörspiel jetzt, was ja wirklich für 'ne erwachsenere Zielgruppe gedacht war, fehlte mir wirklich so 'n bisschen dieser Kampf, wo es um was geht, wo man das Gefühl hat, He-Man könnte theoretisch unterliegen. Das war hier eigentlich Das gar war nicht gar drin. nicht. Mhm. Und Ja. deswegen kann ich hier erst mal nur 3 Sterne geben. Ich fand viele spannende Ansätze, ich fand die Sprecher toll, ich fand den Sound toll, aber für mich ist da doch noch einiges an Luft nach oben, aber ich bin gespannt, wie's weitergeht. Mhm. Das bin ich auch. Und ich muss auch sagen, also, wenn du jetzt mit den 5 Sternen angefangen hast, würde ich tatsächlich auch 3 geben. Ja, ich bin 'n bisschen hin und her gerissen, ähm, bei 2 Sachen. Zum einen hoffe ich, dass man diese Hörspiele, wenn jetzt mehrere Folgen werden, dass es dass man sie abgeschlossen voneinander hören kann, jederzeit. Dass man mal Folge 2 hören kann, mal Folge 10, mal Folge 15, mal dann wieder Folge 3 und so weiter. Ich habe 'n bisschen Angst, dass es einen durchgehenden roten Faden gibt, den du nachverfolgen musst. Als schlimmstes Mhm. Beispiel jetzt hier mal außer der Reihe, ohne Werbung machen zu wollen, finde ich Jan Tenner. Da finde ich die alten Folgen Mhm. so genial und die neuen finde ich so „schrecklich“, in Anführungsstrichen, weil du sie einfach mal so hören Oh, kannst. okay. Wenn du da 'ne Folge verpasst hast, dann Mhm. weißt du nicht mehr, wo du bist, was passiert ist und so weiter. Das baut alles aufeinander auf und das finde ich halt nicht gut. Deswegen hoffe ich hier, dass die Folgen mehr oder weniger abgeschlossen sind. 'N kleiner roter Faden kann ja bleiben, ja? Wenn du jetzt sagst, jetzt am Mhm. Ende wurde Skeletor quasi freigesetzt, am Ende hieß es: „Wir rufen jetzt die Leute Jetzt zusammen“ hat und er's so doch weiter. gesagt. Verdammt, ich habe es doch gesagt. Grad ich habe gedacht, du sagst jetzt nix und keiner hat's gehört. Ähm, dann, ist das okay, aber ich hoffe, dass es halt nicht so gravierend ist. Auf der anderen Seite oder das Mhm. Zweite, was ich habe, was ich bisschen bemängele, wenn man das so sagen kann, ist, dass ich finde, man weiß nicht so genau, wo die Ersteller des Hörspiels hinwollen. Ja, also soll es was für erwachsene Hörer sein oder soll es eher was für junge Hörer sein? Es sind sehr viele Ansätze, die halt für die Im Erwachsenen gedacht Idealfall sind, wohl die für für die alle, Sammler denke ich mal. sind. Im Idealfall für alle, aber Mhm. dann, sind 'n paar Sachen dabei, wo ich denke, das passt nicht. Ja, Mhm. Äh, im Idealfall für alle ist genau richtig. Ich finde, man muss da so 'n gewissen Grad halt finden, um das 'n bisschen ja, um halt jeden einzufangen, sage ich mal halt, ja. Also, ich wie du eben auch gesagt hast, ähm es war nicht genug Bedrohung da. He-Man war einfach macht so und hat gewonnen, so ungefähr, ja. Das ist halt Mhm. das typische, für Kinder, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber Mhm. teilweise hat das Hörspiel Anleihen, dass es halt wirklich für 'n erwachseneres Publikum gemacht ist. Und da finde Mhm. ich, muss man so 'n bisschen so den richtigen Grad halt finden, ja. Also, He-Man Mhm. von mir aus auch, Mhm. He-Man darf verwundbar sein, darf verletzlich sein. He-Man da muss nicht immer alles gewinnen, ja, weil das ist halt pure Langeweile. Ja, weil da weißt du schon von Anfang Mhm. an, wie's ausgeht und so weiter. Ähm, von daher, das Mhm. ist so mein kleiner ich will nicht sagen Kritikpunkt, aber so mein kleines Bedenken, was ich halt habe. Ja, ansonsten, Mhm. finde ich die Sprecher finde ich richtig gut. Die wie du schon gesagt hast, die Mhm. Soundkulisse finde ich richtig gut, ja, und, dass je länger wir drüber gesprochen haben, dass man halt nicht die 2 Comics zusammengeschmissen hat und hat die einfach runtergerattert, sondern man hat sich Mhm. eigene Ideen gemacht. Man hat versucht, neue Elemente Ja. reinzubringen. Je Mhm. länger wir drüber sprechen, umso besser finde ich's. Mhm. Ja, also von daher bin ich Ja. sehr, sehr gespannt, was noch folgen wird. Ich meine, ich habe es ja grade so Mhm. nebenbei gelesen, deswegen habe ich so 'n paarmal gestottert auch. Mhm. Ähm muss ich wieder hochscrollen. Genau, Ja, hier, Retrofreak hat ja noch mal ja. geschrieben, Folge 1 bis 3, äh, Mhm. eine Art Einstiegstrilogie, um die Welt zu etablieren, finde ich schon mal sehr gut. Ja, Ja. und dann hier noch mal unten drunter Mhm. genau, also ne, das war mehr Ja, oder weniger das Gleiche er hat's noch noch mal. mal gemacht, ja. Genau, richtig. Also, Folge 1 bis 3 so als Ja. kann man vielleicht als Folge Mhm.
als Gesamtfolge sehen vielleicht halt, ja. Und dann ab Finde Folge ich wirklich 4 eine sehr, vielleicht sehr gute Idee. abgeschlossen, ja, ab Folge 4 vielleicht abgeschlossene Episoden, Mhm. ja, dass man die Leute alle drin hat. Und dann kann man ja trotzdem immer noch neue Charaktere einführen et cetera. Ja, Ich denke, was hier ein ganz guter Weg wäre, wie sie es damals tatsächlich mit dem 2000X Cartoon gemacht haben. Da war es ja auch so, ne? Folge 1 bis 3, wie alles begann, ne? Ist eine zusammenhängende Geschichte. Und dann kommen Einzelfolgen, die aber durchaus einen roten Faden beinhalten, nämlich, dass ja die Masters neue Verbündete suchen, um gegen diese, wieder aufflammende Bedrohung von Skeletor bestehen zu können. Und sowas könnte ich mir hier auch vorstellen, dass man durchaus abgeschlossene Storys hat, wo man auch mal eine auslassen und mal verpassen kann, aber wo vielleicht doch so im Hintergrund ja immer so ein bisschen so, eine Storyline fortgetragen wird, bis mhm, dann, ja, vielleicht die auch dann irgendwann mit Folge 10 oder so komplett abgeschlossen ist mhm, vielleicht und dann mhm, eine ganz neue, Bedrohung oder was ganz Neues aufgemacht wird. Sowas könnte ich mir vorstellen. Mit ja, Jan Tenner habe ich auch gehört, dass viele bemängelt haben, dass es, komplett weitergeht, dass gar kein Abschluss irgendwie da ist. Kann ich nicht so bewerten. Ich habe die noch nicht gehört. Was ich ganz, interessant finde, was du gesagt hast, dass man eben nicht die Comics runtergerattert hat. Da wollte ich noch mal was zu sagen, denn mhm, die 2 Geschichten, die hier mit eingebaut wurden, gefallen mir im Original überhaupt nicht. Ich finde, die zweite Geschichte ist eine der schlechtesten Storys, die es überhaupt von EHPA gibt, nämlich diese im Bann der Hexenmeisterin. mhm, Und hier merkt man wirklich, da wurde nur das Grundkonstrukt genommen, nämlich dass Evelyn Man-at-Arms verhext, sage ich mhm, mal, mhm, mhm, hexerisch beeinflusst. mhm, Und alles drumherum wurde aber geändert. Es wurde komplett in die Handlung eingearbeitet und das finde ich sehr gut, weil diese Ursprungsgeschichte ist ja eine ganz andere. Die ist nämlich so, dass Evelyn Man-at-Arms verzaubert, damit er ihr irgendwelche Geheimnisse über Castle Grayskull erzählt, was eigentlich eine schlaue Ausgangsidee ist. Wie so oft bei Ehapa wird es dann aber furchtbar umgesetzt. Es ist einfach gruselig, wie sich diese Geschichte entwickelt. Es ist wirklich, also da kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Es ist absolut idiotisch, was da passiert. Und deswegen finde ich es wirklich, also ich fand es erstaunlich, dass man mit so 2 relativ schlechten Geschichten den Start gemacht hat. Aber was man dann da rausgeholt hat, mhm. fand ich dann wirklich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr gut eingearbeitet. Man hat auch nicht das Gefühl, finde ich, dass jetzt hier irgendwas so reingequetscht wurde, sondern es hat sich doch alles ganz gut so zusammengefügt, sag ich mal. Ja, denke ich auch. Also, finde ich auch, kann ich dir Dafür beipflichten, weil nochmal ich habe die großes Lob an die Autoren. ja, auf jeden Fall. Also, noch mal ans komplette Team halt, ja, also an alle, an Künstler, an die Retrofabrik, an ich will jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen, weil dann vergesse ich bestimmt einen und dann ist er sauer, wenn er das hier vielleicht sehen sollte. Von daher, also vielen, vielen Dank noch mal, dass ihr vielen von uns halt 'n Traum erfüllt, ja, indem es wirklich neue Hörspiele der Masters Ja, gibt, die da hatte sogar niemand von mit Mattel gerechnet. freigegeben sind, ja, wo Mattel sogar mit mehr oder weniger da drin ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die halt immer noch ihren Segen geben müssen. Also, Ja, das hätte keiner, glaube ich, vor 'n paar Jahren noch erwartet. Ja, ne, ja, sehr, sehr gerne. Wahnsinn. Ja, und wie gesagt, danke noch mal, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, auch wenn ich leider nicht beim Event dabei sein konnte, dass Ja, ich ich doch die leider auch nicht. Hörspiele jetzt hier habe und schauen konnte hören konnte. Ja, also richtig vielen lieben Dank. Ja, Ja, das war doch eigentlich es fast schon 'n schöner genau, Abschluss. richtig. Es waren 'n paar dabei, glaube ich, die das Hörspiel noch nicht gehört haben. Ja, ich hoffe, wir haben's euch jetzt nicht madig gemacht, sondern nur noch viel, interessanter gemacht, dass ihr es jetzt noch weniger abwarten könnt, bis ihr das endlich habt und, euch anhören könnt. Und die, die's gehört haben der Tobi hat's auf jeden Fall gehört, das weiß ich ja, die Ja. Tanja hat's gehört. Ja, also waren 'n paar dabei auf jeden Fall, Mhm. die ja gerne, noch mal das Feedback auch so geben können, ja, die gerne unter dem Video hier beziehungsweise Mhm. das Video wird da dann auch zum Nachgucken noch mal auf YouTube dann direkt oben sein, ja, die da auch gerne noch mal drunter kommentieren können, wie ihnen das Hörspiel halt gefallen hat. Ja, Pro, Contra, alles immer gern gelesen. Ja, sachliche Kritik immer gern gesehen. Ja, Von daher man merkt ja auch doch, dass viele hundert Leute, die Streams noch im Nachhinein gucken. Ich bin immer ganz ja, erstaunt, wenn ich mal schaue,
Wir Live-Zuschauer haben wir 20, 30, 40, 50, je nachdem, aber dann sind es dann doch einige hundert, die das am Ende dann, sich angehört haben. Genau. Und, hier fand ich auch noch mal ganz schön, Pop Culture hat auch geschrieben: „Fair bewertet, wobei vieles Geschmackssache ist.“ Und das kann man natürlich zu 100% unterstreichen. Man merkt ja schon, selbst wir Ja, beide, und ich würde mal sagen, wir haben schon sehr, sehr ähnlichen Geschmack eigentlich oder haben oft 'ne sehr gleiche Meinung zu gewissen Punkten. Selbst wir haben Sachen schon ganz anders wahrgenommen, ne? Direkt der Anfang. Und du fandst Evelyn kritisch am Anfang. Ich dachte mir aber: „Hordak, was ist das für 'ne Stimme?“ Ne, und so hatten wir ja mehrere Punkte, wo wir gesagt haben, so, da sehen wir das einfach ja, unterschiedlich. Und das ist genau, auch, glaube ich, wichtig, dass man sich sein eigenes Bild macht. Wir wollten jetzt auf gerne jeden Fall. unsere Meinung dazu sagen, was wir für 'n Eindruck hatten. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass das keine Allgemeingültigkeit hat, außer dass die Interpart Comics besser sind als die Harper Comics. Das ist allgemeingültig, da lasse ich keine andere Meinung gelten. Aber alles andere ist Okay, natürlich immer Geschmackssache. ja, genau. Mit diesen Worten würde ich sagen, beschließen wir das Ganze hier. Ja, also Sehr vielen, gerne. vielen Dank nochmal alle, die dabei waren. Hat Ja, richtig hat viel Spaß Spaß gemacht, gemacht. wieder nach der langen Zeit endlich mal wieder 'n Stream zu machen und Retrofabrik, ich hatte es ja gesagt, wir haben auf den richtigen Moment gewartet, endlich mal wieder 'n Stream zu machen und was gibt's Besseres als neue Masters-Hörspiele, ja. Das war es uns wert, Ja. uns hier hinzusetzen bei 27 Grad im Zimmer. Ich bin durchgeschwitzt hier, aber war wirklich toll und ich kann's kaum abwarten, Hörspiel Nummer 2 zu hören. Bevor das passiert, werde ich Ja, aber heute Abend bin auf auch jeden sehr Fall jetzt Hörspiel gespannt. Nummer 1 noch mal hören. Und genau, der Tobi schreibt's noch mal, das ist noch mal 'n schöner Satz. Ich bin so froh, dass wir das Mhm. bekommen. Es ist neues und bekanntes Motu. Wir müssen uns nur drauf einlassen. Ich glaube, Ja, schöner kann man's nicht sagen. Vielen Dank, auf jeden Tobi. Fall. Das waren die Abschlussworte jetzt hier. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen, wir lesen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, der nächste Livestream wird nicht ganz so lange dauern. Und Stefan, danke, dass du wieder dabei warst. Hat mich wie immer sehr Ich gefreut. danke dir, Frank. Hat Und Spaß gemacht. ich verabschiede mich jetzt. Wenn du noch ein paar Worte sagen willst, dann darfst du das natürlich jetzt auch gerne tun. Nein, danke. Ich glaube, es ist alles gesagt. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ich finde es immer schön, mit dir zu fachsimpeln und es war ja wirklich jetzt ein tolles, Ereignis, ein großer Anlass, diese neuen Hörspiele. Ich habe mich sehr drauf gefreut und egal, wie man es jetzt, bewertet, es hätte viel, 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 viel schlimmer sein können oder uns weniger gefallen können. Aber es war eine tolle Erfahrung, ganz neuen Moto-Stuff zu hören. Ich bin glücklich über alles, was neu kommt, egal, wie gut es mir gefällt. Es gibt Leute, die, geben wahrscheinlich 10 von 10 Sternen und für die freue ich mich ganz besonders, aber ich freue mich einfach für alle Moto-Fans, für uns alle als Community, dass wir immer wieder, Neues aus der Moto-Welt in irgendeiner Form präsentiert bekommen und hier wirklich ganz, ganz besonders nach so vielen Jahren wieder, ja, 'ne neue Hörspielwelt, in die wir eintauchen können. Genau. Sehr schöne Abschlussworte jetzt auch von dir. Und dann, Leute, macht's gut, einen wunderschönen Abend. Hoffe, ihr könnt gut schlafen bei der Hitze. Und wie gesagt, wir sehen, wir lesen, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss und gute Reise. Gute Reise, genau.